Hallo meine Lieben und herzlich willkommen in meinem kleinen Eckchen hier auf Twitch und wie immer auch ein herzliches Willkommen an alle, die später, im Moment noch sehr viel später, ich bin ziemlich im Hintertreffen, später auf YouTube reinschalten. Wie immer findet ihr in der Beschreibung oder in der Kapitelauswahl die Timecodes für was auch immer wir heute treiben. Guten Abend, Ron. Hallo, schön, dass du dabei bist. Ich habe gerade... Es hat ein bisschen gedauert. Eigentlich war ich schon ziemlich bereit und habe den Stream gestartet. Dann habe ich festgestellt, dass hier Twitch irgendwie die Werbeeinstellung komplett verstellt hat und irgendwie ganz andere Dinge noch tut. Und keine Ahnung, da musste ich erstmal dran rumfrickeln. So, wie auch immer, das Windblumenfest ist mal wieder da. Ich glaube, das ist schon das 3., seit es Genshin gibt. Das heißt, es gibt Rhythmusspiele und ich hoffe diesmal ohne Bugs. Da hatte ich ja hin und wieder Probleme mit meinen Einstellungen. Hallöchen. Good day, you two. It's nice to see you here at this festive time. So, got any jobs for us? I'm afraid I'd struggle to find you any commissions in the near future. Gab es nicht immer zum Windblumenfest viel zu tun? With the arrival of the Windblume Festival, the only task most Mondstadters are busy with is preparing gifts for their loved ones. But it's customary to do this oneself without assistance. Think of this period as the off-season for the Mondstadt branch of the Adventurers Guild. Tja. Spring is here, love is in the air, and everyone wants to relax and enjoy themselves. Even the cats at the tavern next door have been getting lovey-dovey with one another recently. Ew, gross. You know that feeling you get when you burst out the doors after a nice nap, hoping to make it to the store before the limited edition drinks sell out, only to get there just in time to see the last 2 glasses snatched away right from under your nose by a couple of pesky lovebirds? That's what this feels like. Welch eine konkrete Metapher. Paimon ist wieder gut drauf. Perhaps you two could simply take this chance to... Traveler, Paimon, thank goodness I found you. There's something I need your help with. Aha. Whoa, Sucrose? Oh, Sucrose. Ja, oh, eine Bitte. What is wrong with you? That's no way to greet a friend we haven't seen in so long. No, not help like in the Windblume sense. It's just... How do I explain? Go ahead, Sucrose. We don't have anything else to do right now anyway. Phew. Okay, here's the situation. I've been appointed as the Windblume Festival's special ambassador by the Knights of Favonius this year. My task is to do good deeds for people during this festival of gratitude and love. Nice one! So how did they decide who to appoint anyway? Wie wird man dazu überhaupt They ausgewählt? spun an empty bottle donated by Angel's Share inside a circle with all our names on it. Whoever's name the bottle stopped at got chosen. Das ist irgendwie nicht so schmeichelhaft, finde ich. Die Bewohner im Mondstadt sind manchmal ganz schön beliebig. I think so too. But everyone said that it was to make it fair, so everyone had an equal chance to become the special ambassador. The thing is, I'm not great at dealing with people, so I was really daunted by it at first. But I'm still glad that I got this role. Luckily, I came up with a way to spur myself on, which has helped. Have a look. Aha. Ein leeres Fläschchen? Is that a test tube? Yep. Every time I do a good deed for someone, I get them to breathe into a test tube. That way, I can collect everyone's breaths of joy. Das ist irgendwie eklig. Sounds fascinating. Are you gonna use them in your research? Yes. I believe these breaths of joy will serve as valuable raw materials for alchemical transmutation. With any luck, I'll be able to produce something truly miraculous. Wie zum Beispiel eine besonders süße Zuckerblume. Darn, now Paimon's hungry. Wait, you're doing this on purpose, aren't you? Wenn du Hilfe beim Schneiden brauchst, sag Bescheid. Bin da jetzt einigermaßen gut eingearbeitet. Hat's geklappt mit dem Da Vinci? Na, wunderbar. Actually, I meant something even more exciting than that. I can't say for sure until I have more test results to confirm my hypothesis, though. Alchemists mustn't make claims they can't live up to. Anyway, I'm still missing one final breath of joy. Oh, is that all you need help with?
Soll ich mal ins Röhrchen pusten? Just treat Paimon to a sweet madame. Then you'll get your last breath of joy. Du wirst einen Atem von süß marinierten Hühnchen auspusten. Hey, come on! Paimon's doing her best to help, okay? So, does it need to be more like official or ceremonious or something? No, joy isn't measured in those terms at all. Let me put it this way. Have you ever planted a fruit seed and cared for it while it grows? In the same way that those tender, sweet fruits are the product of your time and effort, the amount of joy derived from an experience is positively correlated to the degree of hardship overcome during it. Das ist ja kompliziert. For example, in my case, I would say that to experience a statistically significant amount of joy, I'd have to do something like spend 6 months developing a medicine formula to a point where it was finally consistently effective. Similarly, in order to collect a significant amount of joy from other people, I have to find ways to do something sufficiently challenging on their behalf. Oh, Paimon gets it now. Long story short, you want us to help you find people for you to help. Oh, that's pretty tough given that it's the Windblumen Festival and all. Als wenn man Paimons Zustand irgendwie mit Alkohol oder Ähnlichem erreichen oder erklären könnte. Es stimmt natürlich, das ist nicht so ganz einfach. Oh, I figured since you're such experienced travelers, you might have some ideas. But if even you don't know how to approach this... Es ist zu früh, um aufzugeben. Yes, you're right. Well, if she's in, then Paimon will help too. With the talking anyway. Ich kann schon selber reden. But, if things don't work out, can Paimon still get that sweet madame? Oh, come on, Traveler. This is a festival of gratitude and love, after all. How could you refuse? Excuse me, Sucrose? Could I borrow you for a second? Package for you. Oh, sure. Be right back. Okay. Wait! Is that who Paimon thinks it is? That's Collei, right? When did she arrive in Ach, stimmt. Landschaft? Ja, stimmt. Die hat ja gar nichts im Mondstadt zu suchen eigentlich. Die kommt ja aus Sumeru. Let's go say hi. Aber gut, die besucht wahrscheinlich Amber. Die sind ja irgendwie Best Buddies. So, jetzt haben wir eigentlich übersehen, was wir eigentlich machen wollten. Oder ich eigentlich machen wollte. Ich wollte ja hier nur die Erkundung noch schnell einsammeln. So. So. Und hier können wir auch schon einsammeln. Ja, ja, ja. Das große Königreich mit der Kronprinzessin. Haben wir alles schon 1000-mal gesehen. So. Was gibt's denn für neue Banner? Deja, genau. Die gute Deja gibt's jetzt als Banner. Also generell als Charakter und als Banner. Und Sino, den haben wir ja schon. Also würde ich wahrscheinlich erstmal auf Deja ziehen demnächst. Barbara haben wir schon komplett. Bennett noch nicht. Glaube ich. Ne, eins fehlt noch. Das wäre zumindest schon mal nice. Und dann natürlich unsere liebe Collei. Da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was brauchen. Ja, warum nicht? So, was haben wir denn hier? Hauch von Windblumen. Den Probelauf entsprechend. Karibert, den Archontenauftrag, das auch noch. Stimmt, es gibt ja neuen... Ach, ist ja alles neu. Schönen guten Abend, Maricado. Hallo. Und danke für dein Abo. Hab ich gerade erst gesehen. Wenn man nicht aufpasst. Einladungsereignis 8, stimmt, genau. Neues Einladungsereignis. Ich komme nicht mehr hinterher. Legendenauftrag mit der ja. Frontenauftrag. So, da müssen wir dann aufpassen. Wo ist denn das hier? In Ormus. Moment, eben mal gucken. Wo ist denn das? Dass wir nicht so aus Versehen da drüber stolpern, aber sollten wir eigentlich nicht, weil ich möchte eins nach dem anderen machen. Eins nach dem anderen. Nachrichten. Oh, ja. Stimmt, Urgestein.
So. Stimmt, Bilkis Klagelied ist auch neu erschienen. Das kam dann so einen Tag später. Das müssen wir auch noch machen für das neue Gebiet, das ich immer noch nicht bereist habe. Yay. Okay. Gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal weiter um Collei. Was ist denn hier noch? Ach, das ist doch schon wieder hier der Mist mit den... Genau. Müssen wir irgendwas auswählen, was wir sowieso nicht nehmen, aber gut. So, dann sind wir ja schon ganz nah daran, dass wir 10 ziehen können. Dann machen wir noch ganz schnell ein paar Quests. Und dann können wir schon auf der ziehen. Hey, you guys. What are the chances? You were staring into space just now. Something the matter? No, don't worry. I'm fine. Na, hoffentlich. I was Also, just zumindest looking nicht at a schlechter als children's sonst. book in the souvenir shop over there. While I was flipping through it, a piece of paper fell out. The writing on it was really mysterious. Almost if you can do these things, you may light the lantern of utmost joy and receive a supreme blessing. Ja, moinsen, hallo Hale, danke für dein Abo. Dich habe ich ja auch lang nicht mehr gesehen. Alles fit? And what does these things refer to? Find a flower that is not of this world. Find a guide who will never get lost. Find one who would never lie. Find a legend that never ends. Okay, klingt kompliziert. Stress und viel Arbeit wie immer. Nix Neues. Ja, das habe ich auch gerade. So, Gut zu 4 tun. things in total. Here, have a look. Sagen wir einfach, wir sind alle fleißig. I asked a lady who owns the store about it, but she said that she didn't know anything about any paper slips. Vielleicht können wir später einen Freund fragen, was es damit auf sich hat. Hi there. Sorry to butt in, but what's the name of that storybook you just mentioned? Oh, it was called The Boar Princess. Die Wildschweinprinzessin. Okay. That is strange. I've read that book, and it sounds like that note you found has no relation to the story at all. Langsam Umzug planen, nebenbei in die neue Stelle einarbeiten. Ei, hast eine Wohnung endlich gefunden. Ich glaube, mein letzter Stand war, dass du gesucht hast. Do you know her? Wer ist das? Warum spricht die mich an? Let Paimon do the honors. Collei, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. And Sucrose, meet Collei. She's a trainee forest ranger from Sumeru's Avidia Forest. Hello. Hallo. Hi. Okay. This is getting awkward fast. They're both so shy. So, Sucrose, what are your thoughts on this prophecy? Without having done any research, I couldn't comment definitively. But if you want my subjective opinion, I don't think that it's a nasty prank or anything. Die wurde damals noch saniert und jetzt sind sie in den letzten Zügen. Na, wunderbar. Dann wünsche ich dir alles Gute beim Einzug. Nicht, dass noch irgendwas jetzt auftaucht oder verzögert, das wäre blöd. Was ist dann der Grund? The only people who read children's books are those with a childlike wonder and imagination. Or children, of course. I'm sure that whoever put this prophecy there would understand that. Would they really do this just to spread lies and ruin someone's innocence? I can't imagine anyone being so cruel. That's a great take. I love it. Exactly. Who would want to hurt a child's feelings? Okay, so what do you think the blessing is, Sucrose? If I had to guess, maybe a fairy that can make people's wishes come true or something? Naja. I haven't read many fairy tales, so this is pure speculation. With no other information on hand or prior research to compare against,
I'm afraid it might not even be worth considering. Wow! Her guesswork is really good, though. I want to pick her brain some more. But will she find it annoying if I keep asking her questions? Ah, unterhaltet euch. We've only just met after all. What's the best thing to say to someone you're meeting for the first time? Hättest du gerne diese Lampe des höchsten Glücks? Well, yes. I mean, if possible. Then, what would you wish for, Collei? I'd wish for a better personality. Okay. Huh? Huh? Boy, that. You can't waste it on that. You've got a great personality already. That's very kind of you. But if you know me like I do... Collei! Amber. Ah, okay. It's... Collei! Oh, you made good time, huh? You're way earlier than I expected. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass sie sich nie umarmen oder so? Oder mal eine Fistbump geben? Das ist total animationsfaul, die Leute hier. I spotted your green hair way off in the distance. Good thing my eyes are sharp, or I'd have missed you. Amber! Have you been doing well? Did you... finish all the pita pockets I brought you last time? You bet. They're getting yummier each time you make them. Huh? Wait, remind Paimon, have you been to Mondstadt before? Mm-hmm. A long time ago, I had a lot of help from a lot of people here in Mondstadt. So ever since my Alizar got better, I've been looking out for an opportunity to come back to Mondstadt and tell them all the news that I've been cured. Oh, ich freue mich wirklich für dich. Thanks. If it's okay with everyone, why don't I take Collei for a walk around town? I'd like to show her some of the places she didn't get to see last time. Of course. Fine by me. Sure, go right ahead. Sorry, Amber. I agreed to meet my traveling companions by the city gate in a few minutes, so I can't go with you just yet. Oh, that's all right. In that case, you guys go rest up, and I'll go see Master Jean to ask for some time off. Oh, okay. Traveler Sucrose, could you look after Collei for now? Ja, die kommt ja auch nicht alleine zurecht. I'll come get her later and take her out. There's still a whole bunch of people I need to introduce her to. Sure, no problem. Awesome. See you later then. Das habe ich übersprungen, was ich gesagt habe, aber ist ja auch egal. Nicht so wichtig. You all right there, Collei? You look kinda disappointed. I'm sorry. I'm just feeling a little shy today. Don't worry about me. Nur heute? Amber wants to introduce me to more of her friends. Am I gonna be able to cope? Oh. I've only met Sucrose so far. I wish I had a little more self-confidence. Then I'd find it much easier to make friends with people. It's nearly time! Let's go to the gate and see if they've arrived. Mit wem bist du denn unterwegs? Wäre mal so die nächste Frage. So, was gibt's eigentlich? Nee, wir müssen erst noch den Auftrag machen. Na gut, wir haben ja auch über 2 Wochen noch. Ist auch erst der erste Tag. Ich glaube, es ist der erste Tag. Ja. Ey, gucke mal da. Why is this humble windmill such a great view? Der war auch schon mal da. I mean, it's understandable. It must have been a long time since you last came to Mondstadt. Because it is the true Great Vayu Viastra? Oh, come on. Don't tell me you don't get it. Nee, ich verstehe es auch nicht. View, Vayu, and also Mahamatra, Vayu Viastra. Kainari, Sino, over here! Whew, am I glad to see you.
And who's this young lady? Master, this is Sucrose, an alchemist with the Knights of Favonius. We just met. Sucrose, this is my teacher Tainari. He's a highly respected forest watcher in Sumeru, and he's also a very famous botanist. Collei's exaggerating. I'm Tainari. Warum kommen So die you jetzt have a alle? Ja teacher as gut, well. Windblumenfest, The pleasure aber... is all mine, Tainari, sir. Yep, he's extremely knowledgeable too. And this is General Mahamatra Sino of the Sumeru Academia. He's really famous in Sumeru as well. Naja, famous Though if I oder might eher so say so, berüchtigt? we're purely here for personal reasons. You needn't be unduly concerned with our official positions. And Collei, there's no need to use my full title. Sino is fine. Or sir, if you absolutely must. Indeed. We're not here in an official capacity, just to keep Collei company on her vacation. Okay, Babysitter. Keep me company? But it was you two that insisted on coming. Collei is very important to us. We felt obliged to ensure her safety on the long, treacherous journey to Mondstadt. But I've been here on my own loads of times before. Die wollten einfach mitfeiern. At your work, though. What if something bad happens while the General Mahamatra's away? There should be no issues. I have left my duties in the hands of my subordinates, and two especially reliable helpers. Oh, Sucrose. What were you saying about you having a teacher as well? I was just going to mention that I think we're in a somewhat similar situation. I'm an assistant to Mr. Albedo, Mondstadt's genius alchemist. Oh, please, Sucrose. Genius is an unnecessary epithet. It will serve only to leave an exaggerated impression of me in the... Mr. Albedo, but it is an objective truth. Hey, Albedo's here too! Great! The more the merrier! So, jetzt haben wir einmal die Liste der Characters zusammen, die jetzt diesmal teilnehmen. So tell me, Sucrose, since your specialty is bioalchemy, what do you know about the antitoxic properties of the calla lily? Wait! Was? Can we hold off on the nerdy topic right now? Paimon doesn't want to be left out. Oh, as it happens, I've studied the calla lily in quite some detail before, with it being a species native to Mondstadt. I wrote a whole report on my findings. If you're interested, Mr. Tainari, sir, I can go get it for you. We're supposed to be here on vacation, and you're already thinking about how to improve your herbal medicines? Also, I thought we'd agreed to take on new identities for this trip. Ach, das auch noch. What new identities? Dann solltet ihr vielleicht die Kleidung auch wechseln. Das ist gerade bei Sino etwas arg auffällig. Mine was Adventurer Sino, skilled Ach so. desert explorer. Tainari's was technological consultant to the treasure hoarders. And Collei's was traveling musician. Findest du es so interessant? Very much so. Ah, okay. I do wish some of the less cautious adventurers in the Avidya forest would consider coming to Mondstadt instead. What Philanimo mushrooms lack in texture, they make up for in not causing vomiting or diarrhea. Naja, das ist ja beruhigend. Are you contemplating using some compounds from the calla lily as active ingredients in a targeted antidote? Yes, I gathered a few on the way here, and my initial research suggests to me that it could be worth a try. Ja, da haben sich ja Leute gefunden hier. Okay, I got it. But as much as I don't wish to be a wet blanket, it takes a huge amount of experimental data to conclusively prove how different drugs interact. Estimating the total development time would be very difficult. Add in the time for procurement and delivery of essential materials, and I'm not sure if we could complete development before you need to return. Then please, allow me to help. Ja. Die Wissenschaftler-Gang hier. Mr. Albedo, Apologies for my tardy entrance in the present discussion. I understand you're looking to make an antidote for poisonous fungi, correct? If you happen to have some samples with you, or relevant documentation on hand, perhaps you might give me the chance to review them later. But before that, I invite the three of you to look at...
Ein Verpflegungs- und Unterkunftsplan. Unterkunft. Eine der Residenzen von Herrn Goff. Beste Wahl. Gästehaus der Abenteurergilde. Alternativ noch zu bestätigen. Verpflegung. Am ersten Tag essen die Gäste gemeinsam. In den nächsten Tagen steht es den Gästen frei, in Restaurants oder Tavernen in der Stadt zu speisen. Küchenutensilien sind in ihrer Unterkunft vorhanden. Ausflug im Freien. Unter Berücksichtigung der Wanderbedürfnisse der Gäste können ich, Sacros, Timaeus sowie einige der Ritter des Ordo Favonius die Verantwortung als Reiseleiter übernehmen. Bei Bedarf können die Gäste in Gruppen eingeteilt werden. Andenken. Es gibt viele Möglichkeiten, Andenken zu besorgen. Mit Wind kommt Ruhm zu kaufen, in der freien Natur zu sammeln, durch Alchemie herzustellen, selbst zu basteln und so weiter. Akademische Untersuchungen. Schwerpunkt Botanik. Offizielles Gespräch. Derzeit keine derartigen Bedürfnisse. Oh Gott, das ist jetzt ja eine ganz offizielle Veranstaltung hier. For the lodging arrangements, were you quietly writing this up the whole time? Paimon didn't even notice. Ach so, der hat das jetzt zusammen? Okay, du bist ein echtes Multitalent. Hardly. Rather, I should apologize for interrupting a serious discussion between trained professionals, especially after they've traveled so far to be here, when I myself am neither an adventurer, nor a technological consultant, nor a musician. Nevertheless, I would encourage you to have a knowledgeable local arrange your detailed itinerary while you're in Mondstadt. Take a look. And should you find anything here to be objectionable, it can easily be adjusted. Okay, jetzt will er Reiseleiter spielen. Na gut, This is wenn too es ihm kind Spaß of you. macht. These arrangements are quite excellent. It looks great. Even Paimon feels like tagging along for the food and board. Paimon, du bist nicht dabei. That's why it's called tagging along. Very comprehensive. The adventurer, technological consultant, and musician all approve. Just one thing. We'd like the chance to cook as well. Why don't we change the group dinner to a camping and cooking trip? I'll help pitch the tents. I can help too. And Paimon will take her to Good Hunter to order some starters. Ja. Mondstadt's cold cut platter is not to be missed. Gute Idee. Great, then it's decided. Sucrose and I will bring the three of you to your inn for a quick rest. You two, let's meet by the lake this evening. Achso, Essen kaufen. Okay, Moment. Ich habe nämlich hier genau... Was? Wieso? Abenteuer... Was? Nee, will ich doch gar nicht. Mann! So. Ups. Useless. Nein! Ach nein. Warum ist immer das Kind da? Wieso? Wieso haben sie das ausgerechnet da hingesetzt? So. Nur um mich zu ärgern. So. Einfach, um auch mal wieder hier was einzusammeln. Obwohl wir können... Ist relativ egal. So. Essen kaufen. Müssten wir doch eigentlich noch nichts bekommen. Alles gut. Bisschen zu voreilig. Hä? Ich bin verwirrt. Das müsste doch hier hinten sein. Wieso hört es denn hier auf? Wo soll ich denn hin? Ja, doch hier. Da ist irgendwie der Questmarker ein bisschen amok gelaufen. Hey, Sarah. Can we have a cold cut platter to go? Sure, coming right up. Would you like anything else? Do we, Widerwillig und schweren Herzens bitte noch eine Portion süß mariniertes Hühnchen. Yay! So you do remember after all! You're just the best! Paimon will give you the sweet flower from that sweet madame as a windbloom. Ist nicht zu viel, es wartet eine Mahlzeit. No need to worry
All right, just a moment. Oh, that was great. If that was a Windblume treat, then Paimon wishes it could be the Windblume Festival every day. Nee, das wäre dann auch doof. Okay. Wo sind die anderen jetzt? Achso, die wollten ja picknicken, ne? Müssen wir hier raus. Okay. Wo ging's hier raus? Mist. Moment, bin gleich da. Einen Augenblick nur. Ich find's schon noch. So. Ach, hier ist auch geschmückt. Och, ist das hübsch. Och, ist das hübsch hier. Hi. Let's go, let's go. Mehr in der Nähe? Nee, ich glaube nicht, ne? All right. Grillparty! Looks like we're all here. Bin ich zu spät? Not at all. We just came early to set everything up, since we happen to be free today. Collei put up the tent so quickly, but still managed to tie very sturdy knots. You can really tell that she's a professional. I didn't do much apart from passing materials around. Thanks. It's all thanks to Master and Sino. They taught me everything I know. What can I say? For a skilled adventurer, this is just another day on the job. Are you quite finished? Or were you going to sing each other's praises till the moon rises? Come on, let's all... Die Gruppe nimmt die Zutaten heraus und beginnt zu kochen. Nach einem opulenten Abendessen setzen sich alle wieder um das Lagerfeuer. That sunshine sprat was really very good. I didn't watch you cook it, but I believe that the prominent umami flavor of the dish owes itself to more than the fish alone. That's correct. Any further deductions? Let me think. The aroma was quite uniform. Unlike that of a spice blend, it was also unfamiliar to me. As far as edible Mondstadt plant species are concerned, calla lilies are usually used in soups. Small lampgrass? That's right. Aha. I've long heard that Sumeru's fish with cream sauce is noted for its gentle texture, which brings out the tenderness of the fish. Here in Mondstadt, we're not quite as varied in the use of spices as in Sumeru, but the principle of bringing certain distinct flavors to the forefront through combinations of natural ingredients is... I liked it a lot. I'm curious as to the exact ratio of ingredients. I'll write a copy of the recipe for you. Ja, für mich bitte auch. Would anyone like to try the nutrient-dense meal I made? I'll have some. What about you, Collei? It doesn't look like you've eaten very much. Is your appetite low at the moment? No. I just don't eat a lot normally. Sorry. I didn't mean to make things awkward. Das war jetzt wirklich irgendwie, hä? Tainari. While we were on the road, we spotted something white, walking on two legs. Was that Paimon? Was? Which day was this? Just after passing through Stonegate. Sino, are you sure your eyes were working that day? Or maybe your hood was blocking your vision. Paimon always flies. There's no way she'd ever walk. Is that right? I thought that you'd made me snacked on too many local ground nuts. Hä? Was? No? Not funny?
Ich habe den Witz vorhin schon nicht kapiert. Jetzt habe ich den auch nicht kapiert. Liegt es an der Übersetzung oder... Ground, you know. As in ground up, but also the ground. Ground nuts make you fall to the ground. Okay, auf Englisch macht es ein bisschen mehr Sinn als die deutsche Übersetzung. Wortspiele sind halt echt schwierig zu übersetzen. Und dann ein bisschen noch aus dem Chinesischen ins Deutsche. Ei. Warum fällt ihm niemand ins Wort? Warum sagt niemand etwas? Think of this as part of the process of getting to know Sino. On the bright side, these jokes show that he thinks of you as his friends. Still, we could test the hypothesis. What hypothesis? That plant species indigenous to Mondstadt may have an effect on the motor functions of flying life forms. Hey! Paimon's not your test subject! Anyway, by your logic, wouldn't that mean that eating, say, Zaitun peaches, that would make a sick Paimon peachy in no time or something? Fallen Paimon und Zeitungsfritze Paimon. Hey! Not you two! I think the Traveler and Paimon's conversations are more entertaining than Ja, Simon's ich jokes. hab's halt drauf. Ich bin ein Entertainment-Talent. Ah, I see. You must have been keeping quiet about this grievance for quite some time now. You seem much cheerier now that you're here in Mondstadt, Sino. Actually, feels like you're a completely different person. Ja, er ist irgendwie komisch, ja. That's because I'm Sino the Adventurer. Nicht lustig. It's not? In fairness, you only saw him in his work mode while you were in Sumeru. He's actually like this most of the time when he's in a good mood. Ach du Scheiße. Gib ihm wieder schlechte Laune, bitte. Yep, it's true. Sometimes when he's eating, he'll grumble about how the bowl is too shallow for the amount of food it contains and other random stuff like that. I understand. Then allow me to reintroduce myself. Before, you knew me as General Mahamatra Sino. Now, please see me as Sino the Adventurer. Oh, bitte sei wieder schlecht drauf, bitte. Yeah, so that's another thing he does. He'll keep repeating something he thinks is funny until you stop trying to resist. So you have two different mental states? Almost like different phases of matter. Interesting. I want to learn to do that too. Nein, bitte nein. Sucrose, nein. I think in your case, the two states we would end up with would be highly conscientious sucrose and stupefied sucrose. Oh, by the way, was there any reason in particular that you chose Mondstadt as your destination on this occasion? Oh, well, Lisa once told me that the Windblume Festival is one of Mondstadt's biggest events of the year. Ach, Lisa kennst du auch schon, okay. I wanted to take this opportunity to give everyone a Windblume as a token of my heartfelt gratitude for everything they've done to look after me. Plus, it was a good chance for Collei to get out and meet some new people. Collei Lily. Oh je. What? Sei einfach still. Collei's Windblume. Maybe she should call it a Collei Lily. It sounds very Mondstadt. Blick. There's also cauliflower, which would technically make more sense. But somehow, it doesn't sound as nice. Moving swiftly on. Genau, einfach ignorieren. Wow. He just completely ignored the joke and carried on the conversation. Sumeru's been through some major changes recently, and things at work have only just started to calm down. Alles klar, Held. Schön, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Dann gute Nacht dir. Schlaf gut. I don't get many opportunities to take a vacation, and this was a chance to join Collei on her trip while also learning a few things about Mondstadt's flora and fauna that I'll be able to pass on to my peers and students on my return. How about you, Sino? I came to ensure Collei's safety. That's just an excuse. Plain and simple. Also, there's the matter of a Genius Invocation TCG custom-made card back. Aha! So you did have an ulterior motive. Have you all played Genius Invocation TCG before? Ja, aber natürlich. And that is why I am proud to call you my friend.
When I first began contemplating getting a new card back, I asked around before eventually deciding to ask the legendary Mr. Calx for guidance. A friend of mine, Sawada, whom I played cards with on occasion, had been to Inazuma for the Irodori festival. He told me that Calx was a Mondstatter, so I should try my luck there. Calx? Isn't that... You mean, he's a friend of yours? Eh. I see. So, you came to Mondstadt in search of Calx. No, that is inaccurate. I came here principally to protect Collei. You most certainly did not. Collei's been here on the quiet numerous times, and this is the first time you felt the need to join. Not only me, same applies to you too. If my writer friend were here now, I'm sure he would describe this curious coincidence as having the makings of a good story. Oh, here it comes. Wait, you mean you're Mr. Calx? Having my new friends address me by my pen name feels somewhat unusual. Please, just call me Albedo. Huh. So you're Calx. Sino's been talking about you non-stop recently. He's intent on getting you to design a bespoke card back for him. You didn't have to say all that. I don't usually take private commissions, but I believe that we are friends now, all of us. Our conversations have been deep and interesting, and Sino, your passion for this game is indeed one of a kind. I can see it in your eyes. Obviously. And given that you've come all this way from Sumeru to see me, I'd be quite honored to take this commission. Wow, your teacher's so nice. I feel the same about yours. Well, they definitely have different personalities, but they're similar when it comes to their character. So, how much should I budget for the timeless masterpiece you will produce for me? Surely timeless Ein masterpiece unsterbliches is Werk. Haha. something of an overstatement. Any artwork fit to appear on the reverse of my card decks is by definition a timeless masterpiece. Even if I do say so myself. Du hast auch überhaupt keine Ansprüche. Also nee, bei deinen Witzen hast du auch wirklich keine. Aber sonst... Don't mind him. These TCG nut jobs are all like this. I see. So, this has an almost religious Nein, significance. nicht noch mehr Witze! Well, for starters, I'd like to hear a few more of your jokes. Nein! My jokes? You like them? I do. Really? I didn't see you laughing. Well, the joke's ability to induce laughter is a separate matter. But If I might interrupt, does anyone else smell something strange? My nutritional meal! Oh nein, so gross. Will it be Ich dachte okay? jetzt, die haben ja aus Should we Versehen go over irgendwelche and take a look halluzinogenen Drogen gekocht, aber nee. Oh je. Only the base is burned. We can still use the cooking pot. It just needs a bit of a wash. Good thing Tainari's nose is so sharp. Has he been in this kind of situation a lot before? Mach dir keine allzu großen Vorwürfe. I know, it's just... I'm sorry to disappoint Sino. I guess we'll have to do this again another day. Oh, yes. I'm not sure if you've noticed. Collei seems a little... depressed. I noticed she was in a low mood when everyone was talking. Das Gefühl habe ich auch. Remember that note she received? I was just thinking. I want to try solving this riddle and giving Collei the chance to accept the blessing. Oh, yeah! She's someone who needs your help. Exactly. Maybe she'll be willing to breathe into my test tube. But anyway, that can wait. Genau. Immer schön ins Röhrchen pusten. As much as I'd like to make Finde ich gerade progress sehr in my wichtig. research, I'd prefer to see her smile. All right, we'll help out too. You will? Then tell me, honestly, do you think that this prophecy is for real too? Also ich weiß, wie sich das bestätigen lässt. Uh-huh. Right. Ich komme später zu dir. Alright, let's meet at the alchemy crafting bench in the city. I've got some thinking to do in the meantime. We're back.
Oh, what a shame. You just missed a joke about windmills. Nee. Schon gut. Stop, please. I don't need to hear it a 5th time. That bad, huh? Well, now Paimon really wants to hear Oh nein, Paimon! Didn't you say you want to see the Dragon of the East at some point? When are you going? Tomorrow morning. And you? What are your plans? I'll go into the mountains to have a stroll and collect a few plants as samples. Oh, perhaps I could join you? I'll be looking for inspiration for these card back illustrations. Found you! I knew I was onto something as soon as I saw the Aha. fire. Jula kommt auch noch dazu. Wow, you have really sharp eyes. That's an outrider for you. Uh-oh. Did we break the fire safety rules or something? Oha. Actually, you didn't. Strictly speaking, you should have reported your plans first. But since 2 of our very own alchemists are here, I'm happy to look the other way. Ach, so einfach geht das. Gut, dass wir das wissen. Yes, introductions. I'm Amber, and this is the Reconnaissance Company Captain Eula, a good friend of mine. Good evening. You are friends of Collei, yes? A pleasure to meet you. Oh, Ach, Jula Amber and kennen sie Eula. auch. The pleasure is ours. I've heard a lot about both of you from Collei. Oh, really? All positive, I hope. You asked that last time, too. Of course it was positive. I'd say. We hear the latest news about you every time you write to Collei. Glad to know we've made a good impression so far. Anyway, we're just here to collect Collei, so don't let us interrupt your chat. Come on, Collei. We're gonna take you to check out a few scenic spots. Okay, great. Still as high energy as always. You know Amber? Yes, we've met. She's Collei's most important friend. And for that, we are also very grateful to her. That's Amber for you. Da gibt's Her wohl ein Manga outgoing drüber. personality means she can make friends with just about anybody. It's getting late, and we still have a lot lined up tomorrow. I suggest we all head back and get some rest. Okay, ruht euch gut aus. All right, I'll start packing up. You're gonna get the tone-deaf bard to check out that note, aren't you? Genau. Guess Paimon knows you pretty well, huh? Ja, da kennst du mich besser als ich mich selbst. Knowing him, he should be hitting the taverns around this time. We can go corner him and make him Ja, ja, answer our saufen. questions. Let's move. Logisch. Da ist er doch. Gefunden. Oh, it's been a while. Paimon called it. Tone-deaf bard drinking as usual. Put your drink down and get your game face on. We've got some important questions for you, mister. Dieser Befehlston. Okay. So, what do you make of it? Was sagt dein Gefühl? Aren't you forgetting something? It's the Windblume Festival right now. You can't just go around asking people for help so blatantly. Ugh. Well, if you won't tell us the answer, could you at least tell us if this thing's worth a shot? Sounds to me like you want a hint or two. Und ein paar kleine Segenswünsche. A fine answer. The person who wrote this prophecy is very powerful. If you manage to solve the riddle, good things are sure to happen. Ja, das klingt doch gut. Also, I happen to know where this lantern is. Once you've found the 4 things, I'll even write the location down for you. Isn't that generous of me? Du kannst es uns auch gerne vorher sagen. Whatever. We weren't expecting much from you anyway. You can get back to guzzling wine and blowing wind now. Oh, woe is me. Paimon sees me as nothing more than a drunken wastrel. There are actually a great many things that we bards are required to do. It just happens that enjoying life is the most important one. Once this is over, would you like to join me for a drink? You know, a favor for a favor. Ja, darf es auch ein Fruchtsaftcocktail sein?
Okay. Das heißt, wir müssen jetzt aber trotzdem alles finden. Na toll. A flower that is not of this world. Not of this world. Eine Eisblume? Sucrose! We've got some good news and some bad news. Let's have the bad news first, I guess. Huh? Really? Don't most people usually want to hear the good stuff first? Paimon, komm auf den Punkt. Oh, all right then. Basically, we went to Windrise to divine the breeze. The wind said that the prophecy is real and that your idea is a really good one. That doesn't sound like bad news. Ich wollte gerade So sagen. what's the real bad news then? Paimon ate the bad news. Okay. Blame Sino. If it's not funny, then it's his fault. Es liegt an, It's fine. wenn es nicht Well, lustig that ist, puts ist my es mind Sino. at Okay. rest. Now, back to the other issue I've been mulling over. I was thinking about the flower that is not of this world. It could mean a human-cultivated variety that doesn't occur in nature. But that's basically claiming that it doesn't come from this world in the first place, when actually it's just a variant of an existing breed. So, the initial question is, can the flower's origins be traced back to a natural organism? If so, it cannot be correctly described as not of this world. But then, supposing we identified something outside of that category, whose job would it be to decide whether it belongs in this world or not? Then the question becomes, do of this world and from this world mean the same thing? Or is it deeper than that? Naja, es könnte auch einfach bedeuten, es ist eine ganz besondere Blume. Whoa, slow Oder? down. Paimon's head is already starting to spin. Okay, I did have one other line of thought as well. What about a flower created using alchemy? Would that be not of this world? Eine Blume, die nicht von dieser Welt ist. Albedo hat so etwas ja schon einmal gemacht. Ja, das stimmt. Albedo may know the answer, but asking him right away would be like asking the teacher for the answers to your exam paper. Nö. It would render our search for the truth meaningless. I'd rather try and figure this out for myself. Could it be the Windblume? Oh, now that you mention it, that's definitely a possibility. Ja, aber die Windblume war ja jede mögliche Blume. The Windblume doesn't refer to a specific flower. Everyone defines what it means for themselves. In which case, the Windblume doesn't exist in reality. This does seem like a promising direction. I've made a note. Okay, I better go read up on this. Yay! Paimon was actually useful this time. Guess we have that sweet madame to thank, huh? Ein Zufallstreffer. I'll need some time to prepare. Could we meet up here in, say, 2 days' time? Okay. Thing. In the meantime, we'll also think about the other 3 riddles in the prophecy. But, since we're really going for this now, shouldn't we say something to Collei about it? I originally wanted to leave it as a surprise for her. And I also didn't want to get her hopes up over nothing. But you're right, Paimon. I'll need to be careful how I word it. But I'll try to find some time over the next couple days to mention it to her. Okay, verstanden. All right. Thanks so much. Was machen wir in den 2 Tagen? Warten. Achso, jetzt ist der Auftrag abgeschlossen. Ah, okay. Was gibt's denn Schönes? Es gibt dieses schöne Schwert, ne? Mit den Blümchen. Witze anhören natürlich. Ja, natürlich. Ah. Aber das Schwert ist hier nicht bei. Das sind nur die Aufwertungen für das Schwert. Dann gibt es das Schwert noch für was anderes. Begegnungen der... Schnieke. Am See versammelte fremde Gäste. In der Menge verstecktes Rätsel. Nach einem Tag verfügbar. Okay, aber wir sind noch... Und das ist erst in 3 Tagen verfügbar. Wir sind aber auf jeden Fall noch in diesem ersten Akt. Oder? Nee, Auftrag abgeschlossen. Hä?
Tron hat sich die Pfoten gewünscht. Auch das noch. Lasst mich doch erstmal hier rausfinden, was ich hier machen muss. Alles abgerissen hier. Ah. So. Um ein wenig Stimmung reinzubringen. Ach, die Schleife auch noch. Die habe ich gerade runtergeschmissen. Na toll. So. Da haben wir sie. So ein Blumenkranz wäre auch noch gut als Hut, ne? So ein Blumenkränzchen. Wo kriegt man denn sowas her? Stimmung! Es war doch erst Fasching. Ist doch schon alles wieder rum. So. Ah! So, also. Blütenjagd der 10.000 Winde. Okay, da... okay, das sind die Quests. Lied der Leidenschaft. Festliche Schnappschüsse. Okay, dann ist das gar nicht die Hauptmission jetzt von diesem Event. Genau. Diese neuen Aufträge. Ja, okay. Ich verstehe. Sondern das sind jetzt so diese Subquests. Wenn ich jetzt auf meinen Questlog... Hä? Jetzt. So. Lied der Landschaft klingt doch auf jeden Fall schon mal nach, Rhythmusspiel. Liz vom Ordnung scheint mit etwas beschäftigt zu sein. Du hast jetzt nicht wirklich Fasching zu Karneval gesagt. Das ist mir sowas von egal, wie man es nennt. Weder Fasching noch Karneval sind meine Welt. Wir können es auch Fasenacht nennen, wie ihr wollt. So, wo muss ich denn jetzt hin? Also irgendwie scheint die Questmarke ein bisschen durcheinander zu sein, oder? Hä? So, jetzt ist das ist ein Umkreis. Ja, okay. Ich muss erstmal hier raus. Entschuldigung, falscher Knopf. Hallo, willkommen in Mondstadt zum Windblumenfest. Du kommst zur richtigen Zeit, denn wir veranstalten gerade ein kleines Spiel mit dem Namen Lied der Landschaft. Bei diesem Spiel kannst du wie die Baden von Mondstadt viele schöne Melodien spielen. Kann ich wirklich gut musizieren? Keine Sorge, ich habe schon viele Leute das Spiel ausprobieren lassen. Selbst jemand, der keine Ahnung von Instrumenten hat, kann etwas spielen, das nicht allzu schlecht klingt. Vertraue mir und vertraue dem Ordovavonius. Versuche einfach mit dem Rhythmus und dem Takt mitzuhalten. Dann kannst du ohne Probleme ordentliche Musik spielen. Spiele konzentriert eine schöne Melodie in der sanften Brise und alle deine Sorgen werden mit dem Wind verschwinden. Also müssen die Baden ziemlich sorglos sein. Nicht unbedingt. Sie machen sich immer Sorgen, ob ihre Lieder gut genug sind, um bezahlt zu werden. Schließlich verdienen sie damit ihren Lebensunterhalt. Aber du musst einfach Spaß haben. Naja, was ich gerade gesagt habe, ist egal. Hauptsache ist, dass du jetzt weißt, wie man das Spiel spielt. Probier es doch mal aus, wenn du Interesse hast. Du kannst dein eigenes Instrument benutzen, um die Lieder zu spielen. Und wenn du keines mitgebracht hast, können wir dir eins leihen. Wir haben viele verschiedene Instrumente und jedes von ihnen bietet eine einzigartige Erfahrung. Welches der Instrumente würdest du gern zuerst spielen? Also eine Leier habe ich, glaube ich, schon mehrfach. Die Blumenzither. Das also, kein Problem. Ach ja, da ist noch eine Sache, die ich unbedingt erwähnen muss. Bitte warte einen Moment, ich muss in meinen Notizen nachsehen. Also, um sicherzustellen, dass jeder das Beste aus sich herausholen kann, haben wir beschlossen, eine Einstimmphase im Spiel einzuführen. Einfach ausgedrückt, wir wollen dir helfen, dein Instrument in den bestmöglichen Zustand zu versetzen. Das ist ganz einfach. Der erste Schritt ist
Ach, das schon wieder. Drückt nach dem Hinweiston die Bestehungstaste auf dem Gamepad, sobald der Akzent ertönt. Stelle die Beurteilungslinie ein, bis sie mit dem von dir bestimmten Stellen der Noten grob übereinstimmt. Ich glaube, es passt. Jetzt muss man schon digitale Instrumente stimmen, ja. Ja, es ist jetzt, weil manche Bildschirme eine leichte Verzögerung haben, manche Setups. Ja. Sehr gut, das sollte klappen. Dein Instrument ist jetzt gestimmt und die Partituren sind auch vorbereitet. Du kannst jederzeit beginnen. Okay. Windblumeneinladung. Das wäre jetzt das Erste, was ich spielen muss. Okay. Soll ich es gleich auf Experte versuchen? Mit Pfoten natürlich. Nee. Wobei, ich muss die Pfoten schon gar nicht mehr tragen. Komm, wir machen es einmal auf normal mit Pfoten und danach... So, während du spielst, erscheinen verschiedene Noten auf dem Bildschirm. Wenn die Note auf die Beurteilungslinie fällt, erhältst du Punkte, indem du die Beurteilung berührst. Je nach Zeitpunkt deiner Berührung erhältst du Punkte verschiedener Stufen. Hardcore! Alles. Also wenn ich beim Einlösen der Pfoten gewusst hätte, dass so etwas... Ach so, als wenn ich beim Einlösen der Pfoten gewusst habe, dass so etwas kommt. Ja, aber sie sind ja jetzt schon abgelaufen. Da warst du ein bisschen zu früh dran. Während du spielst, erscheinen verschiedene Noten auf dem Bildschirm. Wenn die Note auf die Beurteilungslinie fällt, erhältst du Punkte, indem du die Beurteilungslinie berührst. Je nach dem Zeitpunkt deiner Berührung erhältst du Punkte verschiedener Stufen. Eine lange Leuchtleiste steht für einen langen Ton. Halte, um den Ton zu spielen, die Taste gedrückt, bis zu leuchten aufhört und lasse sie dann los, um Punkte zu erhalten. Okay. Oh, shit. Oh, es sind nur 2 Knöpfe. Nein! Oh Gott, ich spüre nichts mit diesen Pfoten. Solange es nur 2 Tasten sind, ist gut. Nein! Nein! Ah! Okay, irgendwie. Die Bude wackelt. Na, das klingt doch zumindest positiv, dass die Bude wackelt. Autsch. Jetzt darf ich aufhören. So. Ist das gut? Erreiche die Bewertung Bude wackelt. Gut, mehr will ich doch gar nicht. Okay. So, gehen wir nochmal auf Experte. Ob das so gut wird. Mal schauen. Ach du Schande.
Oh Gott. Aber ging. Ging. Bude wackelt. Jawohl. Okay, ist jetzt die Rhythmusspiele sind nicht ganz so hart. Ich kenne Schlimmeres. Also zumindest die Bewertung ist nicht ganz so hart. So, und das ist erst in 6 Stunden verfügbar. Boah, das ist ja voll mies. Das ist erst morgen verfügbar, das auch. Tja, mehr gibt's nicht. Schade. Naja gut, umso mehr bleibt fürs nächste Mal, ne? Gucken wir uns erstmal alles an. Ist die Frage, was wir danach machen. Blütenjagd der 10.000 Winde. Plauen von der Abenteuergilde. Ach, Hallöchen, du bist Plauen. Kann die Gilde wirklich so viel Arbeit bewältigen? Oh, Reisende, entschuldige, ich war abgelenkt. Mich beschäftigen einige Gildenangelegenheiten. Du bist sicher zum Windblumenfest in Mondstadt, richtig? Wir von der Abenteurergilde haben ein spaßiges kleines Spiel vorbereitet, bei dem jeder, der mitspielt, eine Belohnung erhält. Wie klingt es? Lust, es zu probieren? Lass mich es dir zuerst vorstellen. Der Erfinder des Spiels nennt es Blumenschach. Okay. Er meint, er sei von den wehenden Blütenblättern und dem Wind inspiriert worden, der sie antrieb. Das Spiel soll die Romantik der Jagd nach den Blütenblättern nachahmen. Klingt ziemlich kompliziert. Er ist ein Bade, es mangelt ihm also nicht an Vorstellungskraft. Einfach ausgedrückt muss der Spieler bei diesem Spiel so viele Windblumenballons wie möglich auf dem Spielbrett einsammeln. Während des Sammelns musst du alle möglichen Hindernissen ausweichen und natürlich gibt es auf dem Brett diverse Gegenstände, die dir helfen können. Der Erfinder hat sogar eine ganze Anleitung mit detaillierten Informationen zum Spiel verfasst. Du kannst sie später gern lesen. Wenn du Interesse hast, kannst du es gerne ausprobieren. Spiel einfach mit und du bekommst eine Belohnung. Okay. Sobald die Herausforderung Blütenjagd der 10.000 Winde begonnen hat, musst du fortlaufend Windblumenballons sammeln, um damit deine Bewertung zu erhöhen. Nachdem du eine bestimmte Anzahl Windblumenballons im aktuellen Gebiet gesammelt hast, wird das nächste Gebiet verfügbar gemacht. Wenn du dann im letzten Gebiet die vorgegebene Anzahl an Windblumenballons gesammelt hast, erscheint der Windjagd-Blumenkranz. Sobald du diesen berührst, endet die Herausforderung. Im Herausforderungsgebiet gibt es Simulacrumballons, die dich unentwegt verfolgen. Weiche den Simulacrumballons aus, denn wenn sie dich erwischen, verlierst du einen Windjagdpunkt und wirst wieder an den Startpunkt des aktuellen Gebiets zurückgesetzt. Spielen wir jetzt Pac-Man oder was? Windblumenballons und Simulacrumballons erscheinen alle auf der Minikarte in der oberen linken Ecke. Du kannst die Anzeigegröße der Karte und ihre Drehung einstellen. Du kannst dich im Einzelspielermodus anderen anschließen, um gemeinsam an der Herausforderung teilzunehmen. Im Mehrspielermodus kannst du einen Spieler in deiner Truppe einladen, die Herausforderung mit dir gemeinsam zu bestreiten. Lizard. Also wie sieht's aus? Möchtest du Blumenschach mal ausprobieren? Ja, probier ich's mal aus. Das ist doch Pac-Man. Erzähl mir nix. Das ist auch erst in 6 Stunden verfügbar. Okay. Weiche Simulacrumballons aus. Wind der Ordnung ab. Erhalte mindestens 3.500. Was gibt's für Belohnungen? Ah, da gibt's das Schwert. Aha. Aha. Mit dem Aufsammeln vom Sturmsegen wird die Fähigkeit Simulacrum-Abstoß aufgeladen. Nach dem Einsatz von Simulacrum-Abstoß zerstörst du 7 Sekunden lang die Simulacrum-Ballons, die dich erwischen. Sammle Tornadosegen ein, um den Bereich zu vergrößern, in dem Windblumenballons angesammelt werden. Hält 10 Sekunden. Okay. Hä? Ach so, ich darf nicht rüberspringen. Na, von mir aus. Ui, ist das knifflig.
Achso, ich hätte jetzt den letzten Ballon auch noch nehmen können. Na gut. More speed. Wir spielen doch tatsächlich Pac-Man hier. Der ist auch schnell unterwegs. Ach so. So. Ja, reicht. Okay, das ist jetzt die Kunst hier. Irgendwie Pac-Man spielen. Warte. So. Okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Schwert schon mal. Da kriegen wir aber auch andere Tickets für. Das sind irgendwie so Türkise. Okay, hier waren ja, glaube ich, auch unterschiedliche. Genau, hier sind die Türkisen und hier sind die gelben Tickets. Okay. Wir müssen uns erstmal hier drauf konzentrieren, um das Schwert zu verstärken. So, und das letzte wären die Schnappschüsse. Können aber, glaube ich, auch ziehen. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen auf jeden Fall die Schnappschüsse noch machen. Festliche Schnappschüsse. Die macht... Ah, du. Okay. Der Fassband. Reisende, warte einen Moment. Reisende. Du hältst hier eine Veranstaltung ab? Eine Veranstaltung? Nein. Ich habe keine Zeit für so etwas. Auch wenn ich Zeit habe, fehlen mir die Mittel und Fähigkeiten. Ich bin einfach jemand, der sich sehr für das Fotografieren interessiert. Ich habe vor kurzem jemanden gebeten, mir einen Fotoapparat zu besorgen und habe damit sehr viele Bilder gemacht. Unerwarteterweise scheinen die Leute von der Gilde diese Bilder sehr zu mögen. Cyrus hat sogar gesagt, dass wir daraus Bücher machen und sie als Andenken verschenken könnten. Zufälligerweise ist jetzt das Windblumenfest, also bat Cyrus mich, durch Mondstadt zu gehen und verschiedene Bilder im Zusammenhang mit dem Fest zu machen. Er möchte sie zu einer Bildersammlung für das Fest zusammenstellen und sie den Abenteurern der Gilde schenken. Aber Mondstadt ist ein großer Ort mit vielen schönen Plätzen zum Fotografieren und ich bin ganz allein. Die anderen Abenteurer sind auch auf ihre eigene Mission unterwegs und werden keine Zeit haben, mir zu helfen. Ich weiß, dass es keine gute Idee ist, während des Windblumenfests andere um Hilfe zu bitten, aber bitte, Reisende, ich habe gehört, dass du eine Meisterin im Fotografieren bist, also bitte hilf mir. Nun, ich mache ja manchmal Fotos. Oh, was für eine Erleichterung. Es scheint, dass meine Informationen nicht falsch waren. Zurück zur Sache, Reisende. Ich möchte dir förmlich auftragen, mir zu helfen, Fotos rund um Mondstadt zu machen. Ach ja, bitte nutze meinen Fotoapparat, um die Bilder zu machen. Ich warte ihn regelmäßig, damit er reibungslos funktioniert. Man braucht schließlich einen guten Fotoapparat, um gute Fotos zu machen, nicht wahr? Ich zähle auf dich. Du kannst jede Art von Fotos machen, die du willst, aber sie müssen etwas mit dem Windblumenfest zu tun haben. Und mach dir keine Sorgen wegen der Belohnung. Ich werde mich an die üblichen Regeln der Gilde halten. Du wirst nicht umsonst arbeiten. Nun, ich muss die Bilder hier erst einmal einordnen. Okay. Das heißt, hier ist wieder in einem Tag. Okay. Das heißt, wir müssen 3 Bilder machen. Moment. So. Uff. Zeit ist um. So. Wird Zeit, dass... Mann. Jetzt flusen die so. Finde ich so aufgeladen. So. Wird Zeit, dass ich es wieder abschneide. Himmel, Herrgott. Ratzkahl. 5 Millimeter. Ich sag's euch. So. Okay. Zuallererst muss natürlich ein Foto vom Haupttor von Mondstadt geschossen werden. Nun merkt ihr, das Foto vom Haupttor auszuschießen und du musst es an der richtigen Stelle machen. Der Blumenkranz, der Teppich, die Blumenbeete. Alles muss im Bild sein. Vom Haupttor. Okay. Das kriegen wir hin.
More speed. Leg's nicht zu weit weg. Oje, oje. Okay, um in den Aufnahmemodus zu gelangen, musst du zuerst den Fotoapparat anlegen und mit den Fotopunkten interagieren. Die Aufnahme teilt sich in eine Einstellungsphase, in der Einstellungen zum Fotografieren möglich sind, und eine Aufnahmephase, bei der die Bewegung, das Ausführen von Fähigkeiten möglich sind. In der Einstellungsphase musst du zuerst... ja. Ja. Passt schon, hatten wir schon alles irgendwie. Fotoapparat anlegen wäre zumindest sinnvoll. So, wo ist er denn? Nehmen wir den hier. Ja, so geht's natürlich auch. Hui! Irgendwie cool. So. Okay, das ist doch was. Bild Nummer 1. Nee, ich wollte die Belohnung einsammeln. Hey! Nicht schlecht, oder? Ein guter Blickwinkel. Wie wäre es mit diesem Bild für das Titelbild? Während des Windblumenfestes ist der Platz immer voll mit Menschen, aber irgendwas würde fehlen, wenn man von dem Treiben keine Bilder machen würde. Haha, das fiel dann wohl auch unter Feststimmung. Ah ja, okay. Das ist hier hinten. Wie steht's hier eigentlich? Ja, noch ein Foto müssen wir machen. Machen wir noch die beiden Fotos und dann können wir mal 10 ziehen. So, wo genau müssen wir hin? Jetzt nicht auf die Statue hoch, oder? Naja, fast. Okay. Ist die Deko auch nicht im Weg? Nö, passt schon. Mach was Lustiges. Jo, lustig. Zumindest niedlich. Lass mich mal sehen. Oho, von diesem Ort aus kann man echt weit schauen. In ein paar Tagen werde ich dort auch ein paar Bilder schießen. So, das letzte. Was? Du willst uns auch fotografieren? Ah, muss nicht sein. Ich bin nicht gerade fotogen. Fotografiere lieber Liz oder Plauen. Aber wenn du mich wirklich fotografieren willst, dann lass mich erstmal eine schöne Pose einnehmen. Doch. GG, gut getroffen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Da komme ich doch gerade her. Da komme ich doch gerade her.
guck mal, da habe ich doch noch was übersehen. Dann nehmen wir doch Jean mit ins Bild. Nee, nee, falsch. So. Wie stellen wir so auf? Ich weiß nicht, wie der Bildausschnitt hinterher sein wird, aber gucken wir mal. Naja. Auslösende Elementarfähigkeit. Ach so, ich darf gar nicht. Na ja, gut, dann. Okay, wir müssen wieder in den Fotomodus hier. Dann ist ja natürlich doof. Na, ich will so... Okay, nicht schön, aber selten. Passt. Reicht. Nein, 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 ich weiß, dass ich auf Fotos nicht gut aussehe. Also zeig es mir einfach nicht. Ich weiß ja, die Stimmung ist festlich, aber verschone mich damit. Es ist mir wirklich peinlich. Okay. Das ist jetzt erstmal alles, was wir hier machen können zum Windblumenfest. Aber immerhin konnten wir was machen. Ist ja auch was. So, dann können wir einmal ziehen, oder? Müsste jetzt reichen. 1600? Jawohl. 10 auf Deja, würde ich sagen. Sino haben wir ja schon. Dann, liebe Leute, einmal Daumen drücken. 3, 2, 1 und zack. Was Goldenes. Deja, Deja, Deja. Oder 50-50 verloren. Ich habe den schon lange nicht mehr verloren. Vielleicht einmal oder so. Oh, okay. Opferbogen, auch nice. Noch dazu. Opferbogen ist gut. Na, was kriegen wir? Deja! Yippie! Sehr gut. Sehr gut. Das war doch nice. Neu dabei. 2 Händer. Ehrlich gesagt habe ich mir die Fähigkeiten gar nicht groß angeschaut. Aber wir haben einen neuen Charakter dabei. Alles gut. Okay. Was gibt es denn eigentlich jetzt gerade beim Händler? Schingsche. Ja gut. Da habe ich schon die Höchstmenge. Und Ningwang. So, was war denn hier noch? Achso, Ankündigung, ja. Uninteressant. Kann ich Deja natürlich noch hochstufen und dann kriegen wir ja noch eine Ziehung extra. So. So, haben wir alle Materialien? Ja, sehr gut. So gerade eben. Die Sandfettpuppe. Nur 3 habe ich davon. Huh.
How about that? So, und dafür bekommen wir jetzt hier auch noch eine Ziehung. Die schmeißen wir gleich hinterher, so eine Standardziehung. Vielleicht ist ja was dabei. Zack. Nö. Dann halt nicht. Aber schön. Haben wir das auch schon erledigt. Da ist die Frage, ob ich als nächstes auf Sino... Nee, ich glaube, ab jetzt ist Urgesteinssparen erstmal angesagt. Die nächsten... Stimmt, der neue 4-Sterne-Charakter kommt ja auch noch dazu. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous detail. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir hätten verschiedene Möglichkeiten. Also, Archontenauftrag würde ich jetzt nicht anfangen. Ich weiß nicht, wie lange der geht und die sind ja meistens recht umfangreich. Bilkis Klagelied. Wir müssen auch noch irgendwie ins neue Gebiet irgendwann mal rein. Ja, würde Sinn machen. Wir haben langsam ziemlich viele Legendenaufträge, die wir noch nicht gestartet haben. Die gehen aber auch relativ lange. Hier haben wir auch noch ein Einladungsereignis, aber die sind teuer. Die brauchen 2 Schlüssel. Ich würde vielleicht die 2 von Heizou hier noch endlich fertig machen. Und ich glaube, dann sind wir auch erstmal durch für heute. Gucken wir mal, wie lange die braucht. Weil wir haben ja schon 3 durchgemacht. Dann ist meistens nicht mehr so viel übrig. So, ich weiß auch gar nicht mehr, worum es sonst zuletzt ging. Das eine war irgendwie, dass wir dieses Theaterstück über Betrug gemacht haben. Das andere war irgendwie diese Investigation, wo wir geschaut haben, was denn hinter diesem seltsamen Fall steckte. Wo der eine ja fälschlich beschuldigt wurde. Ja. Dann machen wir doch hier erstmal, guck mal, hier ist eine Abzweigung. Das geht vielleicht nicht ganz so lang. Die pure Freude beginnt. Und dann gibt es ja noch einen hier hinten. Was auch immer wir da anders auswählen müssen. Die waren aber bisher alle ziemlich lang. Also ich schätze mal, dass der da oben wird auch recht lang sein. So. Warte bis zum nächsten Abend. Ist noch nicht nächster Abend. 20 bis 24 Uhr? Nee. Noch ein bisschen. Du willst schon Schluss machen? Nee. Wir machen doch erstmal das mit Heizou jetzt. Ich denke mal, das wird mindestens noch eine halbe Stunde, 3/4 Stunde dauern. Schätze ich jetzt einfach mal. So. Genau. Wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Habe ich es nicht ausgewählt? Hä? Was? Ich bin doch schon beim nächsten... Hä? Okay, noch ein bisschen länger warten. Ist ja gut, ist ja gut. So, jetzt können wir aber, oder? Ja. More speed. It's almost time. Everyone ready? Oh, I can't wait, Mr. Oh Gott, worum ging's da noch gleich? Achso, die bereiten jetzt das Theaterstück vor, genau. Wo Ito sich so komisch verhalten hat. Years to make a fortune, but only a moment to lose it all to a scam artist. Ja. Welcome to the first Heizou Talks Fraud. I am your eponymous host, Heizou. Also kommt es jetzt drauf an, welche Wahl wir da bei dem Theaterstück treffen. Okay.
I'm delighted to have you all here today to help everyone avoid becoming. Aber Please join hatten wir me, hier Miss irgendwelche Etsu, Möglichkeiten Mr. zu... Iba, and the venerable. Without further ado, let the show begin. Hatten wir irgendwie Möglichkeiten, da was auszuwählen? It was just another bright sunny day when a distressed Miss Etsu brought her elderly grandpa, Iba, into the police station to report a crime. Doshi Naritaki, please help us! My poor grandpa has been defrauded! Doshin Arataki? Perhaps. Ich mach's mal in mittlerer Geschwindigkeit, dass wir es wieder reinkriegen, wo wir da waren. Yes, you are Doshi Naritaki! Aber ich lasse nicht komplett ausreden jetzt. Oh, so I'm in the play. Right, yeah. Okay, got it. I'm a Doshin, of course. Okay, I got this. Oh, noch was zu trinken hier. Ma'am, can you tell who it was that defrauded your grandfather? I don't know. It was too late when I found out. They took all of my grandpa. Doshin Arataki frowns as he realizes this is more complicated than he thought. I am the Raiden Shogun. I am currently being held hostage by the Crux fleet and urgently need 200... It's the almighty Shogun! But this is a scam, surely. I mean, 200,000 mora? Kinda lowballing it for the Electro Archon, don't you think? Well, I sure thought so, but Grandpa's already parted with the money. Well, then we gotta get it back. Is there still time? Before I could go out to look for it, Grandpa received another note. Doshin Arataki takes the note and reads it out loud. I am Miss Hina. I am currently raising funds to publish a photo book. I urgently need 300,000 mora for publishing fees. In return for your support, you will receive a limited... It's Miss Hina. You're right, Gramps. Is 300,000 mora enough? I can spare some too if we need to make up the difference. Maybe I can get a photo of Miss Hina too. We gotta help Miss Hina out here. It's a scam, Doshin Arataki. Oh, right, yeah, no, yeah, because if Miss Hina needed funds, she'd come to me first, you know, as her number. These con artists don't know who they're up against. Well, anyway, not long after Grandpa handed over the money, Doshin Arataki grabs the note and reads it aloud. I am Arataki Ito. I was recently framed for a crime I totally did not commit, and now I'm stuck here in prison. I am in urgent need of 500,000 mora as bail. Must be a scammer, surely. I've never heard of this person, and they're asking me for 500,000 mora. Wait a minute. This is a scam. I'm Arataki Ito. You are? But your name tags... Doshin Arataki follows Miss Etsu's gaze to the name tag emblazoned on his chest, which reads, Arataki Shmito. What kind of whack job script is this? Am I me or ain't I? So, the bail money? No way, not a chance. Arataki Ito would never ask innocent people for more Kannst vergessen, wie bescheuert das war. Whoever wrote this is a liar and a cheat. But just as Doshin Arataki is being overcome with righteous indignation, the sound of Miss Etsu's weeping brings his... Miss Etsu, don't you worry. We're gonna catch the people who did this. Even if you do catch them, how are we ever going to get Grandpa's money back? Oh, whatever are we going to do about all those Onikabuto? Onikabuto? Die Onikabuto farm, ja. Grandpa is a major Onikabuto breeder in our village. His are the biggest and strongest Onikabuto around. We recently received an order that was too big for our current capacity. We were planning to expand Grandpa's facilities, but then we were swindled out of all of our money. Right after we'd signed the contract, too. If we don't deliver these Onikabuto on time, Grandpa will have to pay huge damages. Man, what's that saying? It's like, Etsu, my dear, don't worry. But then where will we stay? Please help us, Doshin Arataki. All we need, Grandpa's business is going very well. I won't hear of it. As a public servant, I would never dream of taking advantage of a person in need. I was going to say, by giving you part ownership of the Onikabuto farm. Oh, so that's what you were... yeah. It's not as enticing an offer as I was... wait, an Onikabuto farm, how many Onikabuto did you say you have? Because if it's more than, say, 10,000. What? 10,000? Well, that's more Onikabuto than I've seen in my whole life. Please help us.
As long as we get through this, those 10,000 Onikabuto... 10,000 Onikabuto! Doshin Arataki is struck by a sudden wave of pure elation. His face breaks into a big, beaming smile. Miss Heizou, don't you worry. I'm gonna help you out. But 10,000 is too many. I can only accept 1,000. Wait, no, what am I saying? 500 Onikabuto. As a Doshin of the Tenryou Commission, it is my duty to serve. How could I abuse... That's great news, Master Arat. What question? The question is... Where's my Mora? Huh. Yo, Heizou, my hombre, question for you. What's my character's salary in the script? Oh, also, any inheritance or other lump sums I should know about? Faced with a damsel in distress, Doshin Arataki fights to remain level-headed and asks that other age-old question. Where's my Mora? Suddenly, he feels a strange compulsion to slide his hand into his pocket where, it turns out, a bank check has been quietly nestled all along. He draws the check out and inspects it. Whoa, check it out! A check for 500,000 Mora! Miss Heizou, get this. Turns out I just got paid 500,000 Mora today. Well, here's your Mora. Thank you so much. Master Arataki, what's wrong? Doshin Arataki stretches out his hand. But wait! Just as he is about to hand over the check to Miss Heizou, all he needs to do now is release the check and it will fall into Miss Heizou's eager hands. But let go of the check he does not. Master Arataki! Wait. Something's not right. Doshin Arataki is having second thoughts. Has something caught his attention? Has it aroused his suspicion? So, this is an anti-fraud show, right? Huh? A spark of intuition bursts to life. Since this is an anti-fraud event, I have a question. Is he about to ask the most critical question of all? I gotta ask. This is it. Here it comes. Does a Doshin really get paid this much? 500,000 Mora. Enough to get an electric... I don't know. Seems pretty fit. Ich kenn's ja. Ito's cheating! As the spark of intuition flickers and threatens to fade, Doshin Arataki clutches around in desperation, hoping to find a source of fuel to feed the flames of enlightenment. Traveler, are you going to help this poor man? Nee. Out of... Auf deine innere Stimme. Achte auf Etze und Iba, Ito. Aha! Heizou and Iba! So that's what's going on here. You two are the scam artists. You put on this damsel in distress and elderly grandpa act to win my sympathy, then used a few cheap tricks to get my attention. Then you dangled the bait in front of me, waiting for me to bite. Darn it! I knew it! Who in their right mind would give away Onikabuto for free, let alone 10,000 of them? It's too good to be true, and that's how I know you're the scam artist. Nein. You got a lot of nerve trying to scam a Doshin. You're coming with me, and you'll give a full confession if you know what's good for you. Finally, with the help of his intuition and a little guidance from beyond the void, Doshin Arataki successfully avoided being defrauded. Not only that, but he asked a critical question. Who in their right mind would give away Onikabuto for free? I ask you all, is there such a thing as free Onikabuto? Free Mora? Or does nothing in life come for free? All right, remember, it takes years to make a fortune, but only a moment to lose it all to a scam artist. Thank you once again for watching Heizou Talks Fraud. Stay alert, everybody, and see you again next time. So, how's my acting? I think I did just fine without a script. Those two would-be scam artists need to up their game if they want to have a chance of taking me down. Hello? Without that hint from the Traveler, you wouldn't be able to get that cash away without a second thought. Right, yeah. I should thank her for the timely hint. But I pretty much knew off the bat that something fishy was about to go down, so, it was just a matter of time before I saw right through their scam. Seriously, oldest trick in the book. Who's gonna fall for that? Old tricks they may well be,
But the reason they've stood the test of time is that the ideal victim is always out there somewhere. People who are behind on the times, naive, socially isolated, or have cognitive deficiencies. Just because they don't always get noticed doesn't mean they're not there. Scammers cast a wide net. Sure, maybe 10,000 fish will escape, but they only need one catch for them to win and for us to lose. Well, no more losing from now on. Not with me here to protect everyone. I think we can all agree that my performance today shows I'm savvy enough to keep the scammers at bay. Don't be too confident. Anyway, Ito, my old... Ah, music to my ears. Emperor Onikabuto, come to Papa. Das war die Onikabuto-Figur, ja. Oh, look at those sharp horns. Das hatten wir ja schon. And those beautiful stripes. Well, hold on. Gibt das wirklich das gibt doch kein anderes Ende. Izzo, my own. Hey, bud, move. It's a figurine, so not the moving kind. What? A figure? So, it's a fake? Man alive, you seem a little surprised. Wait, you didn't actually think this was a real Onikabuto, did? No, surely not. Ito, old chap, you must have seen from the photograph that it was a figurine. Don't tell me you didn't notice. Really? Aber das Ending hatten wir doch auch schon vorher. Punk! Give me my Emperor Onikabuto now! Ist aber neuer, oder? Ein Onikabuto ist vom Himmel gefallen. Fallen Onikabuto vom Himmel oder fällt nichts vom Himmel? Aber sonst war das Ende doch eigentlich ähnlich. Der hat doch da auch nur die Figur gekriegt. Aber es ist ein neues Ende. Okay. Wie sah denn das andere aus? Gucken wir mal. Komm, schneller. Na komm. Da gab es doch auch eine Figur. Ist nur ein kleiner Unterschied tatsächlich. Tja. Okay. Aber jetzt geht's wieder ganz nach. Zum Anfang. Da oben noch. Der letzte Ausgang. Die Frage ist, was können wir da anders auswählen? Gucken wir mal. Wo ist der? Gibt es keinen Wegpunkt? Oh, der ist auch ganz weit weg. Hä? Wo ist er denn? Oh, okay. Ach, genau, wir hatten ihn da Something vital is missing on this island. Isn't that bizarre? Something vital has gone missing on this island. Has something evaporated into thin air? Paimon bets it must be something delicious. You know, because the soil of Watatsumi Island can't grow crops. There's a shortage of food here. Oh. Food, huh? How about you, Traveler? What do you think Wir hatten is ihn missing? ja aus dem Käfig da geholt, oder wie war das? Okay, und da hatte ich Musik gesagt. Es war vielleicht einfach nur ein Traum. See, no, I thought so Oh, too. das fand er nicht so gut. But after that, I had the same dream over and over again. Interestingly, I didn't have the same dream again after I left this place. So I became even more intrigued. Was this really just some random dream? Some people believe that dreams represent the divine's helping hand, which I suppose is understandable. However, if you ask me, dreams have nothing to do with the gods. Instead, they are flashes of intuition. It was my intuition telling me that there was something important about this island that, poof, suddenly vanished.
So I decided to accept this little commission from my intuition and investigate to see if I could come up with any Ich habe compelling keine Ahnung findings. mehr, wie es da anfing. Unfortunately, the investigation has had little progress up to this point. Hat das etwas mit den Nobushi zu Who tun? knows? I felt there was something peculiar about them, so I pretended to get captured to see if there were any leads that would surface. And that's when you showed up. Tut mir leid, dass ich deinen Plan unterbrochen Nah, don't habe. worry about it. These guys were just a bunch of small fries. Besides, your arrival is much more important to me. I have a feeling you can help me find the answer to my dream. So how would you like to partner up on this one? We can work together to solve the mystery. Aber ich habe noch eine Mission und du musst dich erst zurückbringen. Yes, of course, I understand. But let me ask one more question. Did the police station say they are looking for me because of something important? Nö. Well, then it's probably nothing major. Most likely they're short on staff or something petty like that, and they happen to remember their model employee. So since we're already here, why don't we just solve this puzzle together? Once everything is settled, I'll gladly accompany you back to the police station. Or anywhere else you'd Ich like to konnte go. genau What do you entweder ihn wegbringen oder jetzt hier weitermachen. Okay. Ich interessiere mich sehr für deinen Traum, aber ich muss dich zuerst zurückbringen. Das ist meine Mission. Ich denke, dein Traum ist zu mysteriös. Du musst zuerst mit mir zurückgehen. Jemand macht sich Sorgen um deine Sicherheit. Gut, dein Traum hat auch mein Interesse geweckt. Ich werde bei der Untersuchung helfen. Ich finde deinen Traum zu mysteriös, aber da du unbedingt hier bleiben möchtest, werde ich dich begleiten. Gut, dein Traum hat auch mein Interesse geweckt. Ich werde dir bei der Untersuchung helfen. It's a deal then, partner. So, let's get started, shall we? Okay, das dauert noch ein First, we bisschen can länger search hier. the camp for clues. Bin ich mir ziemlich sicher. So. Ooh, what's the shiny thing? Oh, it's a Sango pearl. Dürfen wir sie behalten? Isn't this crystal mirror? So, have you found anything? Viele Kristallmarke und viele Sangoperlen. Yes, I've found pretty much the same. And there really are a lot. Aren't these all super expensive? Oh, these must be the valuable things that went missing from the island. That's it. The Nobushi must have stolen them all. I don't know if I'd go that far. The Nobushi would be very hard-pressed to find many opportunities to get their hands on commodities like these. Huh? What do you mean? Did the Nobushi gather all this themselves? No, that's unlikely. Crystal marrow is a rare material for crafting weapons, and Sango pearls are an even more precious commodity. Here's what I think. Due to Watatsumi's poor soil, the island's economy is quite fragile and heavily reliant on the trade of these special resources. So, it's absolutely vital that they keep them under lock and key and well out of the Nobushi's reach. Which means they got lucky with a huge batch like this. My guess is they ambushed a caravan. If we go ask around the Sangonomiya shrine, we can find out if there have been any recent instances of caravans being plundered. Ich habe gute Kontakte zum Sangonomiya-Schrein. Komm mit mir. Perfect. I knew you'd be a huge help. Well, duh. The traveler is Paimon's companion after all. So, da können wir hin teleportieren. Captain, I see you found the detective. Ja, ich bin gut. Watatsumi Island sure is a beautiful place. I don't think I could ever leave. You can stay as long as you like, granted you don't cause any trouble, that is. Her Excellency has stated that all friendly visitors are welcome. Ich möchte fragen, ob Händler oder Karawanen in letzter Zeit Warendiebstahl gemeldet haben. Incidents of stolen goods? Not that I'm aware of. Her Excellency has recently launched several measures to boost the economy, including the development of trade routes and establishing our own caravans. Troops have also been deployed to protect them, so it is only reasonable to assume that the current trade routes are already very safe. That's strange. Then where did the Nobushi get those goods from? Huh? You mean you found goods of unknown origin? Yep, and it's all Sango pearls and crystal marrow, so we know it's local. Could there have really been a theft that hasn't been reported? That shouldn't be the case. Well, perhaps you could go ask Todoroki. He's responsible for the caravans and is usually in the village at night preparing the goods. If something has happened, he should know about it. Great. Thank you for all the info. Let's go. Hey, traveler! It's been a while.
I've missed Ach, you. hallo. Why didn't you inform me that you'd be coming over today? General Goro. You're Muss dismissed, ich immer allen Shibata. Bescheid geben? You may go about your other duties while I catch up with the traveler. Yes, General Goro. I overheard you discussing a case of stolen goods. Is that right? That's right. We found a lot of Watatsumi's valuable products in an Ibushi camp. I see. So you've come to ask if we know of any relevant cases. Well, I'm ashamed to say that, yes, the caravans have been plundered. Aha. Not just once, I'm afraid. We had already dispatched additional forces to protect the caravans, yet the crooks still managed to get away with the goods. And you're concerned that if this kind of news were to get out, it would undermine the confidence of other caravans. So you didn't make it public, and instead kept the news to only a select few. That's correct. I never expected you to be so concerned about Watatsumi's affairs. Just a force of habit, really. As a detective, I notice these kinds of things. Oh, so you two already know each other? Actually, I've only heard of Detective Heizou from the soldiers' reports. We've never met in person. Darn it. You're right. Now that you mention it, I've been on Watatsumi Island all this time and still haven't properly introduced myself. Man alive, please forgive me. It's a pleasure to meet you, General Goro. I'm Shikanonin Heizou of the Tenryo Commission. Yes, it's a pleasure to meet you too. I'd like to express my gratitude to you for stepping in and helping recover those goods. Don't mention it. You never know what you'll find when you're out for a stroll. But if the source of the problem is not addressed, I'm afraid this sort of situation will continue cropping up for you. Yes, of course. Not only have we reassured the affected caravans, but we also dispatched personnel to investigate the culprits. The reports indicated that the stolen goods were being delivered to a merchant of the International Trade Association named Godot. It all seems pretty unusual. We suspect that there are bigger players behind Godot, and that their target is none other than Watatsumi Island's valuable resources. But unfortunately, it would be difficult for us to investigate further, given that... Ich habe schon längst den Faden Given that verloren. Rito, the island where the International Trade Association is located, is not part of your territory, yes. They have cleverly picked their base of operations. I can see you catch on quickly, Detective Heizou. It's my guess that you're telling us this because you're going to ask us to assist you in finding who's behind all this, right? You're always thinking one step ahead. Yes, those were exactly my intentions. And of course, we will prepare a generous reward for you. Ja. The recent end of the war, trade and commerce have now become an important component of Watatsumi Island's development. Ensuring safety of the trade routes is critical, and we can't afford any further incidents. So, will you please help Watatsumi Island, Detective Heizou? I'm willing to assist, but it all depends on what she wishes. Als Truppenführerin von Schwertfisch 2 ist es meine Pflicht, Watatsumi zu helfen. Great! With both Detective Heizou and the Traveler on the case, I'm sure it'll be solved in no time. The situation is now in your capable hands. I look forward to hearing your report when you get back. All right, we'll take care of it. Traveler, let's go discuss where to head from here. Wie, was, wo? Ach, da hinten. Hey, why are we talking way over here? Oh, you're not trying to get away from Goro so he can't overhear us, are you? Very perceptive. Seems even Paimon has her moments. Oh, wie Let me gemein. ask you. Huh? Intuition? My intuition tells me that General Goro is lying. Hä? Inwiefern? How could you say that? Although he did seem a little on the serious side today, but Goro's a good guy. Good people can be deceptive, too. After all, everyone has their secrets. Wie kommst du darauf? Well, in my opinion, the timing of his appearance was a little too coincidental. Sangonomiya's soldiers have been keeping an eye on me for the entire time I've been on Watatsumi Island, yet I had never seen General Goro even once. But today he came out and met with us, and even commissioned us to investigate a case. Maybe that's because the Traveler is here today, and Goro thinks she's more capable. Maybe. Really? Huh. Then that makes things even more peculiar.
If there are powerful players behind this case and he needs to draw upon external support, then he should have taken action sooner rather than wait until today. A more plausible explanation is that the items we discovered are linked with some unspeakable secret, and he had to intervene to prevent us from digging any deeper. Meinst du, Goro ist so hinterlistig? Then he put up a smokescreen to mislead us. I surmise that investigating the merchant Godot on Rito will yield no results. Whoa, are you serious? But this is all just a hunch you have, right? Actually, there is another key factor behind my reasoning, though you may not believe me. I sense something special about Goro. Ein Geruch. Okay, das hat er jetzt in der englischen Version nicht gesagt, aber ja. Something special? Yes. Whatever is missing on this island, I sense it in him. Whoa! Hold it right there! Are you saying Goro's a thief? As in he took something valuable? It's not that simple. I can't fully explain it. It's just my intuition. Ich kenne Goros Charakter. Er ist nicht gut in so etwas. Sure, I trust your judgment. But perhaps you're overlooking someone else, the true leader here. Okay. Okay. Nun, du hast mich irgendwie davon überzeugt, dass es hier vielleicht wirklich ein Geheimnis gibt. Was willst du tun? It's simple. We should just investigate whatever it is they're trying to hide from us. And what were we planning to do just before Goro showed up? Oh, we were going to talk to the leader of the caravans. Yeah, someone named Todoroki. Bingo. There's no time to lose. Let's go talk to this Todoroki. Okay. So, noch bis nachts warten hier. Aristocratic etiquette is all just for show. Just smile and nod Zum along. Dorf Boro. Wo ist denn das schon wieder? Ach, hier. Okay. Ich kenne mich ja aus hier. Ist ja nicht so, als wenn ich das Spiel nicht schon seit Jahren inzwischen spiele. Nein. Todoroki, the shipment has arrived and is ready for inspection. Good, let's go. Hey, it's Todoroki! Shh, keep quiet. Let's follow him and see where he leads us. Nein. Man alive. Todoroki, the shipment has arrived and is ready for inspection. Good, let's go. Okay, sie haben uns irgendwie gesehen. Anscheinend. Ihr seht mich nicht. Nein! Your intel was spot on. When we arrived, the Nobushi were all still asleep. We captured them all, and the goods were retrieved and brought back here. I'll take a look. Everything seems in order. Good work. It's nothing. Thanks to the efforts of your caravan, the price of grain in the village has decreased. That's right. And who would have thought that the injuries we sustained during the war would have such a lingering effect on our bodies? But thankfully, you also brought back some life-saving medicine. Things are improving thanks to the help from those up top. Oh, by the way, what is the state of the village's inventory? Make sure that it's confirmed tonight.
I have to leave tomorrow morning after I go to the Sangonomiya Shrine and get instructions from General Goro. Don't worry. We've already prepared the list. Just follow us. Huh? The soldiers from Sangonomiya seized the Nobushi stolen goods? But didn't Goro say all the stolen goods were headed to the International Trade Association? And Todoroki said he'll get instructions from Goro tomorrow. Interesting. It appears these seized goods were never stolen. There's something else behind all this. Der Schmuggel wahrscheinlich. Now's our chance to look around and see if we can find any leads. Glaze lilies? What are these doing here? Shouldn't it be crystal marrow or something? Naja, als Medizin, ne? This box is packed so tight. It looks like it could burst. Huh? What are all these plants and flowers? Oh, there's a small note here. Eine zerrissene Rechnung, deren Schrift so durchnässt ist, dass sie nur schwer zu lesen ist. Abgesehen von den Worten Auswärtige Händlergilde, die vage in der Unterschrift zu erkennen sind. Scheint irgendwie geschmuggelt zu werden. Whoa! Qingxian? Paimon was expecting to find Sango pearls. So, did you find anything? Whoa! Look at all the Qingxian! And glaze lilies too! There are also tons of other plants and flowers Paimon doesn't know here. Weird. These are valuable raw ingredients for producing medicine. If these few crates were to be imported from Rito, the price would be jaw-dropping. On top of that, these items seem to lack a tax clearance certificate, meaning that Ja, they sag were ich most doch, likely Schmuggelware. smuggled. Yes, very interesting. How about you? Did you find anything else? Es gibt eine Rechnung, die von der Auswärtige Händlergilde unterschrieben ist. Foreign Trade Association? I've never heard of such an organization in Rito. And if it's regarding foreign trade, then smuggling is an even more likely possibility. All right. In which case, I have a rough hypothesis. First, we... Huh? Who goes there? Oha. We've been spotted! Huh? Wait, Captain? Oh, so it's you, Captain. You had me worried there. We almost mistook you for bandits. Naja. Captain, do you remember us? During the war, I was in the field hospital with Masashi. Teppei brought you to see us and helped find medicine for us. Hey, come on now. The captain wouldn't forget. I gotta tell you, Captain, we all miss you. We haven't seen you ever since the end of the war. When we heard that you were coming here, we just assumed you were only going to see General Goro and Her Excellency. The guys are all really hoping to see you. Geht's euch gut? We're fine. You don't have to worry about us, Captain. No, you're not fine. Keine Ahnung. Captain, you may not be aware, but Masashi previously fainted on the front lines. The doctor thought that it might be a neurological condition caused by overstimulated emotions. It's pretty serious. Posttraumatische Belastungsstörung nennt man das auch. According to the doctor, Okay. if it hadn't been for the medication he's been taking, he would have developed dementia. Was? And you're one to talk. Don't forget why I fainted in the first place. It's because I heard that you got yourself killed by an arrow. I couldn't handle all the emotion. Later, I found out that he'd been shot in the buttocks, and it was only a mild injury. I had an emotional breakdown for nothing. what do you mean for nothing? I got shot not Oh, by one, gleich zwei but Pfeile in den 2 Hintern. arrows in a row. The first arrow was to the left cheek, and the second arrow was also to the left. And because the arrows were poisonous, the wound still hasn't completely healed yet. I have to apply ointment every day, and I'm constantly worried it might reopen while I sleep. Oh je. Look on the bright Das side. ist ein hartes Schicksal. At least we're still alive. Yeah, I suppose you're right. But enough about us. What brings you here, Captain? Wegen dieser Waren. These goods are all seized from the hands of Nobushi and treasure hoarders. Todoroki was the one who provided us with the intel. He mentioned there were bandits here and there, so we went and took care of them while also confiscating the goods. By the way, Captain, you still haven't met Todoroki, have you? He's the one we're working for now. Her Excellency recently announced plans to stimulate the economy and created the caravans, with Todoroki at the helm. Yeah, he's proven to be quite capable. Even though he was just a farmer before, he's now successfully running the caravans.
And his 2 sons were also our brothers in arms. Both received a special medal of honor from General Goro, which is quite remarkable, don't you think? So, as injured veterans, we've been reassigned to Todoroki. He's the one who gives us orders and pays our salaries now. What do they call that again? It's called changing careers, dummy. Demobilisierung, na gut. Ah, right. Changing careers. Changing careers I ist think the irgendwie whole was caravan anderes. thing is wonderful. Our region wasn't very prosperous to begin with, and the land can't grow any crops. We have to pay a hefty price just to get basic food from outside. I can't even imagine trying to maintain and feed an army like we did during the war. I see. I think I understand the general situation now. May I ask where the apprehended criminals are? Oh, and you are? Macht euch keine Sorgen, das ist mein Freund. Ah, I see. The captain's friend. It should be okay to tell you then. We apprehended all the culprits and escorted them to a temporary location not far from here. Unfortunately, Masashi and I have other duties tonight and won't be able to take you there. Why don't you wait for a moment and I'll find someone else to show you the way. Auch schon gut, macht euren Dienst ruhig weiter. Wir werden selbst zurechtkommen. I'm pretty sure I've already got a grasp on what's going on. All I need now is to confirm it with the apprehended bandits. Let's go. Ich verstehe nur Bahnhof, aber gut, außer dass die hier Are you Medizin still a haben. little confused? Let me help connect the dots. This whole thing was actually quite similar to a case I once worked on previously. It was a case involving the trade of prohibited items, and they employed an old trick to execute the deal. The culprit would first go strolling down the street until they knocked over a pedestrian on purpose, using the opportunity. Ron hat noch ein bisschen Mama erhalten. Ja, ich wollte doch noch gar nicht aufhören. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Sir, what do I look like? A commissioner? Officer! First, I'm gonna need to ask you a few questions. Sure. Go ahead, ask anything. The soldiers discovered many valuable goods in your camp. The goods don't appear to be from around here, so the question is, where did they come from? Oh, the goods? Right, we picked them up at the beach. Ja, ist rein You picked zufällig. them up. Well, no, we, actually stole them. Be honest now. Tell me the whole story. Yes, sir. I mean, officer. We took those goods from a small merchant ship just off the beach, but we didn't exactly steal them. Prophylaktisch. Da muss ich mir gleich noch was ausdenken. You see, the ship's guards all took off running the moment they saw us. They abandoned the goods, and we simply came and picked them up. But next thing we know, a group of soldiers arrives, and we're all apprehended. Talk about bad luck. We didn't even have a chance to stash away the goods before we got caught. Ich verstehe kein Wort, was hier You passiert. say that the merchant ship's guards fled without putting up a fight. You expect me to believe that? We just assumed they were scared witless and didn't have the guts to fight. I'm not bragging or anything, but our boss is pretty intimidating. With his massive muscle and strength, he can scare anyone. You really expect us to believe all this? No, you gotta believe me. Just the other day, we scared off an entire squad of soldiers. When they noticed us, they went running and dropped their goods. I still remember seeing tons of Sango pearls and crystal marrow in that load. All nice and shiny, too. Ooh, it was amazing. Unfortunately, a bunch of pirates came later and snatched their goods. It just happened that our boss had diarrhea that day and couldn't hold off the pirates. Wait a tick. Yep, no doubt about it. They came on a massive Ja, ship, das kennen wir and their doch. captain was a pretty lady with an eye patch. We had no idea how powerful she was. It was like boom, boom, thud. Only took 3 hits before she knocked out the boss. A pretty lady with an eye patch? Oh. Does this description remind you of someone, Paimon? Nein. Doesn't Kennen remind wir Paimon nicht. of anyone. Okay. And how about you? Nein? Really? Okay, I'll take that as a no, then. It appears that the situation is just as I suspected.
Todoroki is striking a shady deal with a group of pirates, while General Goro appears to be assisting with the cover-up. What? How could that be? Todoroki said that he'd be going to Sangonomiya early tomorrow morning to get Goro's instructions before the caravan leaves. Now is the time to address any doubts you may have. Tomorrow morning will be our moment to confront them. Hopefully, my final question will be answered then as well. Deine letzte Frage? The question of what important thing this island is missing. I can feel some connection to the question in Goro, Todoroki, and even to Kuda and Masashi. Ich weiß nicht, was du so erschnüffelst. Hopefully, we'll finally have an answer tomorrow. Aber du solltest dir vielleicht mal die Nase schneuzen. Let's get some rest. I'll see you at Sangonomiya tomorrow morning. Bis 12. Sollen wir wieder hoch teleportieren? Ja. Who are you? Niemand. Hello, Todoroki. I'm Shikanonin Heizou, Special Detective of the Tenryou Commission. I believe you've been manipulating large-scale illegal trades for some time now. Mind if we talk about that for a bit? You can't just go around spewing such nonsense, young man. And what if I'm not talking nonsense? Ridiculous. I don't have time to listen to this. Get up. I know I'm on the younger side compared to you, Todoroki. So I'm sure you must have heard the old saying. Off the scale, some goods only weigh a couple pounds, but on the scale, they weigh more than 1,000. So the question is, do you want to put your goods on the scale or not? What are you trying to say? Well, nothing. All I want to hear is you personally confirming what we already know to be the truth. Masashi! Tokuda! Arrest these people! Huh? Todoroki, what's wrong? Who dares to cause trouble at Sangonomiya Shrine? Captain? What are you doing? These crooks are trying to pry into the secrets of Watatsumi. We mustn't let them go. But, no. There must be some kind of misunderstanding. Todoroki, this is the captain of Swordfish 2, one of our own. It doesn't matter who they are. Remember what General Goro told you? A long-term goal of Watatsumi is to revive its trade and commerce. And since you have been assigned to work with me, it's my orders that count around here. I don't care if they were your captain. Would you dare disobey orders? What do we do? Well, what are you waiting for? All right, I see how it is. If you two won't do it, I really hoped it wouldn't come to this. But here we go. Wait! Everyone, stand down! General Goro! You're here. My apologies. Traveler, Detective Heizou. I wasn't telling you the truth. Todoroki, the Traveler here is the hero who saved Watatsumi Island. Without her, Watatsumi Island would never have found the peace it has today. Ich bitte darum. We mustn't raise our weapons against her. Ich bitte sehr darum. How could you be so naive, General Goro? If we let them go free, then who's to say the Shogunate won't come after us tomorrow? If the Shogunate decides to investigate, we won't be able to hide the truth. I wouldn't allow them to take you, Todoroki. Let's not kid ourselves. If going to jail could solve the problem, I would go and turn myself into the Tenryou Commission right now. The question is, what are we going to do with the goods? Will you be able to keep them? Not to mention the chance of astronomical fines. Can you afford that? Goro, we both know that Watatsumi Island is a barren land. Plant 100 radishes here and maybe only 3 would grow. And those 3 combined would still be smaller than just 1 carrot imported from elsewhere. You can't grow food or medicinal herbs here, and if we buy them from Rito, we pay exorbitant taxes.
My eldest son died fighting on the battlefield. But do you know how my second son died? He died because there was no medicine to treat him. You awarded both of them medals of honor. But did that save their lives? Can medals heal Tokuda and Masashi's wounds? No. It was the medicine that I got that saved their lives. If we detain them today, the Shogunate will never know what we've done. Besides, they're only a few months away now. We will set them free once the new bill is passed in just a few months, and everything will be okay. None of what happened here will be mentioned again. And life on Watatsumi Island will continue to improve. I understand, Todoroki, but they won't... I can trust the Traveler won't, but the detective here is a Tenryou commission officer. Forget it. You're the general. I'm just a radish farmer. Warte, was hast du mit dem neuen Gesetz gemeint? It's a new commodity tax bill currently being drafted by the Kanjo Commission. The bill exempts taxes on goods that are in short supply on Watatsumi Island. Once the bill's introduced, we'll be able to buy commodities that we need from regular marketplaces. Oh, I see. I wish I had known sooner. In that case, how about we put your fears at ease and I'll stick around here a little longer. You know, until the bill is introduced. Huh? Detective Heizou, are you saying that... You mean you're willing to stay here? Come on, you two. What's with the strange looks? You've been keeping me under close surveillance, haven't you? Surely you must have noticed that aside from being a detective, I'm also an ordinary tourist who likes to enjoy good scenery. I believe that after the new commodity bill is passed, there will be more and more traffic between the two sides, and more people will be coming to visit Watatsumi Island. I have to take the opportunity now and enjoy this place while I still have it all to myself. Thank you, Detective Heizou. On behalf of the people of Watatsumi. Was auch immer ihr da mauschelt. But one good turn deserves another, does it? Oh, you mean there's something you wish to request? I suppose you could say I'm from the Shogunate, but the traveler next to me isn't. As far as I know, she is planning to visit other nations soon, and it is unclear if she will return to Narukami Island or not. Therefore, there's no need to limit her freedom, right? Wie nett von dir. I'm sure no one else will hear of what happened today. Am I right, traveler? Zeige einen vertrauenswürdigen Blick. Well, it's settled then. She will always be an important partner to Watatsumi, and I would never dream of limiting her freedom. I'll hold you to that. But if I ever find out you've lied to me again, there's a chance I'll lose my cool. I'm sorry for not telling you the truth earlier. It's a serious matter, and I didn't want outside parties to become involved. But today, I realized my poor judgment. How could I possibly hide anything from Detective Heizou and the Traveler? I'm glad you understand now. But, in all honesty, I'm the one who should be thanking you. It's because of you that I was finally able to reach an answer. After all, nothing makes a detective happier than putting a case to rest. Ah, I understand now. You really are an interesting person, Detective Heizou. No, I'm afraid you don't quite get what I mean. Wait! Paimon gets this one! It's the answer to your question, right? The one about the thing you sensed coming from Goro and the others. What? The thing you sensed coming from me? No, not like that. Wieso ist denn hier jetzt so eine heftige Abweichung in der Übersetzung und so eine seltsame Abweichung von der englischen? Sprechen die im Chinesischen das, was jetzt hier im Deutschen steht? Hey, traveler, could I talk to you for a moment? Was denn jetzt noch? Hey, there you are. Come here, look. It's beautiful, isn't it? It's remarkable how such a barren land can give life to such wonderful and stunning scenery. To be honest, I am grateful to you for this trip. Before you arrived, I was running around like a headless chicken. Even if I happened to find out what was going on here, I wouldn't have been able to uncover any concrete information without you present.
Zweimal Google-Übersetzer halt, ja, offensichtlich. I'm just sorry that I promised I'd accompany you back. It appears that I won't be able to do so for the time being. So please, cover for me in the meantime, okay? Hast du dich wirklich entschieden, das zu verbergen? It's all in the past now. Let's just chalk it up as an intriguing experience I had on my trip here. Besides, that's not what I wanted to investigate anyway. Hast du schon eine Antwort? Yes. Everyone you led me to and everything they said brought me closer to the answer. And now I finally get it. Watatsumi Island is an ancient land where the soil is poor and many crops do not grow because it's lacking a certain thing. Dünger? But what the inhabitants of this land do have is bravery. They were courageous enough to stand up and resist the gods and accomplish what they knew could not be done. That missing element. That certain thing is what I sensed present in Goro, Todoroki, Tokuda, and Masashi, which is the true vitality of this land. I guess I was mistaken when I declared that something was missing. That something from this island had evaporated into thin air. Because even something that evaporates is not gone. When water is heated by fire, it evaporates and eventually finds its place in the sky. Similarly, when the land was harmed, its vitality evaporated and eventually found its place among the inhabitants. This is the final answer I've been searching for. Anyway, thanks again. You know, even though we just met, I wish you could be my partner all the time. Call me Grady, I guess. Okay. But, of course, I know that's impossible. You have your own journey to complete. So I'll just keep doing what I can. Hopefully keeping my memories from evaporating safe and sound in my mind. That way, I'll always be able to remember these beautiful things. The beauty of Watatsumi Island. The people who are full of life and vitality. Oh, schönes Foto. Nicht verdampfte Erinnerungen. Jede Reise endet irgendwann. Nicht so die Erinnerungen. So, dann sind wir hier auch durch. Jetzt hat Ron sich noch eine Viertelstunde extra gewünscht. Hier gibt es irgendwo noch diese Katzeninsel. Ich glaube, da haben wir auch noch nicht alle Nebenquests gemacht. Vielleicht wäre das eine Idee. Muss ich jetzt mal gucken, wo war denn das? Das war doch hier irgendwo so ein Inselchen. Ach, wo kann das gewesen sein? Mit dem Katzenschrein. Das ist mir so eingefallen. Dass das noch nicht... Da gab es, glaube ich, so Daily Quests. Aber wo war denn das? Oh je, oh je. Hier? Nein. Nein. Wo war denn das? Na, ich will schon auf die Map gucken. Mumei-Festung, Nasuchi-Strand, Feldlager. Ich dachte, das wäre hier in der Nähe irgendwo. Tja. Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Hier wird es nicht sein. Nee. Oder war das hier? Nee, hier war es auch nicht. Hier, bei Seirei. Ah, hier habe ich mir was. Der Asase-Schrein, genau. Da hatte ich mir doch noch was markiert. Ja, genau. Da gab es nämlich täglich irgendwie neue Quests. Dann können wir hier mal weitermachen. Neko. Ein weiterer ruhiger Tag heute. Ah, du bist also angekommen. Ich habe letzte Nacht sehr gut geschlafen, nachdem du den Schrein gesäubert hast. Miau, miau. Diese zwei Leute in Grün kamen gestern auch auf einen Spaziergang vorbei. Abgesehen von ihnen kamen keine anderen Menschen, um ihren Respekt hier zu zollen. Sehr seltsam. Aber als diese zwei grünen Menschen vorbeikamen, schienen sie recht interessiert an dem Holzregal dort. Miau. Ich erinnere mich daran, wie Hibiki das Regal selbst ein Holzpferd nannte und diese kleinen
Holzblöcke, Holzpferdregale. Es schien, als wären viele Menschen ihretwegen zum Schreien gekommen. Tron will noch ein bisschen, Mama. Dann gibt's ja gleich eine halbe Stunde noch oben drauf. Oha, oha. Heute lasst ihr mich nicht schlafen. Und die Katzenohren. Heißt das, dass Menschen Holz lieben? Es ist wahr, dass viele Besucher zu diesem Holzregal gegangen sind, um kleine Holzblöcke aufzuhängen, nachdem sie einige Moa gespendet hatten. Ich denke nicht, dass es um das Holz geht. Ist das so? Haben sie es dann gemacht, weil sie Pferde lieben? Was soll denn das heißen? Pferde? Damit du auf der Insel nicht auffällst. Eieiei. Oh nein. Gleich mal hier das Komplett-Set. Ja, ich muss mal langsam die Punkte erhöhen, die ihr dafür latzen müsst. Einige von euch haben ja eindeutig zu viel. Was auch immer der Fall sein sollte, das Regal ist kaputt und die Holzblöcke sind tatsächlich weniger geworden. Ich weiß nicht, was Menschen mit Holz oder Pferden wollen, aber ein Schrein braucht das dann auch. Es muss daran liegen, dass das Regal kaputt ist, dass niemand mehr kommt. Das Holz oben ist weg. Daher muss ich euch um noch etwas bitten, nämlich das Holzregal zu reparieren. Naja, überlasst das uns. Jetzt, da du es erwähnst, wir sollten etwas Material übrig haben vom Reparieren des Spendenkästchens, oder? Bei solchen Dingen kann ich mir nicht ganz sicher sein. Warum liebt ihr Menschen überhaupt Holz so sehr? Ah, weißt du was? Vergiss es. Paimon erinnert sich daran, dass wir einige übrig haben. Suchen wir ein bisschen herum. Ja, aber nur, weil wir treu immer dabei sind. Ja, das stimmt natürlich. Wie auch immer, ich werde die Angelegenheit mit dem Holzregal dir überlassen. Der Schrein kann sich ja schließlich nicht um sich selbst kümmern. Miau. Sobald die Kiste und das Regal repariert sind, sollten mehr Betende hierher kommen. Untersuche die Gebetstafel. Repariere die Gebetstafel. Gut, reparieren wir die. Aber das sieht doch gut aus. Das sollte reichen. Miau, 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 das Holzregal. Ich habe es repariert. Oho, hast du das also? Ach, dieser Schrein sieht jetzt noch mehr nach einem aus. Miau, miau. Nun, dann geh und erzähle den 2 grünen Menschen, dass das Regal repariert wurde und dass sie jetzt Holzblöcke daran hängen können. Und während sie das tun, können sie einige andere Leute mitbringen und beten und das Kästchen mit Mora füllen. Wirst du es ihnen nicht selbst sagen? Nein, dieser grüne große Mensch ist sehr furchterregend. Er kann die Gedanken von Katzen lesen. Meine Verkleidung kann seinen scharfen Augen nicht standhalten. Miau, miau. Ganz zu schweigen davon, dass ich jedes Mal viel zu aufgeregt bin, wenn er mit mir spricht. Miau, miau. Sprich mit Teiske. Ach, lieber. Ja, gut. Hallo Reisende, was kann ich für dich tun? Das Gebetsregal wurde repariert. Wurde es? Du hast es repariert? Du bist eine gütige Seele, nicht wahr? Ich wurde von der übergangsmäßigen Oberpriesterin beauftragt. Neko hat dich dazu beauftragt? Sind ihr unsere Handlungen also aufgefallen? Würde ich nicht ganz so sagen. Fräulein Eiko, gehen wir rüber zum Gebetsregal. Zuerst das Spendenkästchen, nun das Gebetsregal. Die übergangsmäßige Oberpriesterin meinte es wirklich ernst damit, den Schrein zu reparieren, oder? Aber die Einwohner dieser Region sind alle vor langem ausgewandert. Kurz gesagt, keiner auf dieser Insel kommt zu dem Schrein, um seinen Respekt zu zollen, außer uns. Was versuchst du da zu sagen, Fräulein Eiko? Hat die vorläufige Oberpriesterin das schon festgestellt? Welches Motiv hat sie, um den Schrein zu reparieren? Schon gut. Vielleicht spricht hier nur mein Verdacht aus mir. Wir können hinüber zu dem Gebetsregal gehen. Kein Problem. Aber ich würde sagen, dass Wache halten die richtige Wahl bleibt. Fräulein Eiko. Frau Neko ist nur eine Katze. Jetzt noch mit Eiko. Okay. Gute Arbeit bei der Reparatur des Gebetsregals. Danke. Aber die Gebetstafeln, man kann überhaupt nicht sehen, was auf ihnen steht. Wie lange ist es her, dass... Fräulein Eiko, ich habe einige Holzbretter in der Nähe gefunden und ich habe uns einige Gebetstafeln geschnitzt. Nachdem das Gebetsregal repariert wurde, brauchte schließlich einige Gebetstafeln, die daran hängen. Hast du irgendwelche Wünsche, Fräulein Eiko? Ich kann sie für dich aufmalen. Eine Gebetstafel bei diesem Schrein aufzuhängen. Hey, was für ein interessanter Gedanke. Gib mir eine dieser Tafeln. Ich werde mich selbst um das Bemalen kümmern.
Ja, sieht so aus, als bereiteten sie es vor, einige Gebetstafeln aufzuhängen. Hm? Na los, wir erzählen es Neko. Sie wird es sicherlich mögen. Okay. Ich habe gesehen, dass diese zwei grünen Menschen Vorbereitungen treffen, Holzpferde aufzustellen. Ihr seid wirklich ein verlässliches Paar. Naja, sobald sie fertig sind, werden sie, da bin ich mir sicher, andere Menschen informieren, welche diesen Schrein besuchen werden. Miau, miau, miau. Es scheint, als es wäre neben der Säuberung und der Reparatur dieser Kiste das Gebetsregal auch sehr wichtig. Gut, sehr gut. Miau, miau, miau. Wenn es so weitergeht, wird der Schrein sicherlich bald zu seiner alten Lebendigkeit zurückkehren. Warum willst du den Schrein überhaupt restaurieren? Miau, miau. Ja, warum nur? Ich bin schließlich die vorläufige Oberpriesterin. Es ist meine Pflicht, für den Schrein zu sorgen, damit viele Leute hier Respekt zollen, um diesen Schrein in einen lebhaften Ort zu verwandeln. Und Hibiki wäre auch ganz traurig, sollte sie zurückkehren und den Schrein ganz heruntergekommen vorfinden. Miau, miau, aber mit deiner Hilfe wird er sicher in kürzester Zeit zu seiner ehemaligen Pracht zurückkehren. Ich benötige vielleicht noch von Zeit zu Zeit deine Hilfe, Miau. Lehne nicht ab, wenn die Zeit gekommen ist. Okay. Nächster Auftrag dann wieder in einem Tag. Das ist immer jeden Tag so eine neue Quest. So. Pfoten kann ich gleich schon abnehmen. Ich würde noch... Haben wir. Oh, ein Dings. Hier. Zack. Kristallschmetterling. Nanu? Ich habe ihn eingesammelt, aber kein Item gekriegt? Na gut. Dann würde ich vielleicht noch Quests, Nebenquests in Sumeru suchen. Oder wir können in Sumeru auch nochmal nach, ja, das können wir eigentlich machen, nach Teleportpunkten noch suchen, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Ich weiß nur nicht, ob hier die Schreine, ob die dazu zählen, aber sonst bilde ich mir ein, habe ich ja schon alle Teleportpunkte, zumindest hier in dem Gebiet. Bin mir nicht sicher. Gut, hier ist noch das andere Gebiet, ja. Weil dafür gibt es ja auch Herausforderungsbelohnungen. Vielleicht gehen wir hier, die ist ja unterirdisch, der Teleport. Vielleicht kommen wir dann von da hier irgendwie zu diesem Schrein. Hier ist auch noch irgendwie was unterirdisch. Wie auch immer ich dahin komme. Aber vielleicht fehlt da einfach noch was. Ich habe keine Ahnung. Aber sonst sieht es ja aus, als hätte ich hier alle Teleportpunkte. Aber eigentlich brauche ich die Schreine nicht dazu. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Nicht hundertprozentig, aber eigentlich relativ sicher. So, die sind auch alle unterirdisch. Die Teleporte. Das heißt, ich habe hier doch wahrscheinlich nichts übersehen. Also ich würde sagen, wir suchen mal hier und wenn wir zufällig über eine Quest stolpern, dann umso besser. Ah, jetzt aber erstmal... Jetzt will ich den Controller hier verlieren. Die Pfötchen wegnehmen. So. Oder wir müssten hier hier nochmal wechseln, die Ebene. Da gibt es ja die Realitäts- und die Traumebene. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber hier noch ein paar Nebenquests machen wäre vielleicht auch nicht verkehrt wegen, wegen Ansehensbelohnung. So. More speed. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier irgendwo... Wir müssten dann weiter nach oben. Oh, Hallöchen. Crush. Au! Wo bist denn du jetzt? Shudder. Yeah. Upsa. Aber da ging es, glaube ich, nicht weiter, oder? Nee. Oh. Aua.
Ist alles unter Strom. Aua! Au! Blödes Schwein. Uff. Oh Gott. Benny's adventure team. Verdammt. I have failed you. Mist. Hoch, Errungenschaft? Wofür? Ah, schließt die Ermittlungen im Auge des Sturms und halte alle Ausgänge. Ah, okay. Jetzt, Moment. Jetzt müssen wir dem erstmal hier zu essen geben. Wo ist denn das Hühnchen? Da. Jetzt laufe ich wieder ziemlich weit davon weg. Freeze to the core. Eye for an eye. Yeah. Mist. Jetzt habe ich den natürlich nicht erwischt. Yeah. Es ist aber auch fies hier. So. Okay. Ups. Jetzt bin ich wieder zurück. Ja, toll. Da kommen wir noch hin. Mal, da geht's noch irgendwie hoch. Hier war ich aber auch schon irgendwie. Wie kommt man denn zu diesem Schrein? Der muss ja hier irgendwo sein. Hier? Aber nach oben. Irgendwie nach oben. So, hier sind wir ja schon mal lang. Und von da sind wir ja gekommen. Was haben wir hier? Ja. Vielleicht. Nehmen wir doch mal die andere Truppe wieder. Ach, da ist er. Nee, ich will nicht. Ich will, ein Musikinstrument. Braucht noch diese alte Leier. Kann man die hier verwenden? Nee. Okay, wir müssen hier das freischalten irgendwie. Wo zeigt das jetzt hin? Ah, hier. Boom. Aua. So. Das Ganze hat jetzt hier hingewiesen. Das müssen wir
Da können wir Musik machen. Ah ja, okay. L1. Tam, 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 tam. Jetzt haben wir ein kräftiges Dendrocranum. Okay. Und das wiederum brauchen wir wofür? Ich weiß nicht, kommen wir damit dann durch die Wand dahin? Oder wie ist das? Was ist denn hier jetzt? Also ich würde jetzt vielleicht hier einfach wieder zurück. Würde ja Sinn ergeben. Wenn hier schon einem der Weg vereinfacht wird. Ah! Mist! Sowas. Hätte nicht so viel trödeln sollen. Na gut. So. Nochmal. So. Damit kommen wir jetzt hier durch, oder wie? Nee. Nee. Hä? Ah, hier. Ah, das Ding da. Ah, okay, ja gut, wir müssen das noch aktivieren. Hat mich jetzt auch gewundert, wofür das gebraucht wird. Ja, jetzt haben wir es. Moment. Ich brauche nur noch ein bisschen. Es ist spät. So. Also nochmal. Upsa. So. Jetzt. Aha. Das wird aber jetzt einfach nur... Brauchst du noch mehr Zeit? Nein. Schon gut. Genau, das ist hier so eine normale Sphäre. So, hier können wir noch... Ach, wie war das hier? Reicht das? Nein, natürlich nicht. Da brauchen wir auch ein Dendrocranum, nehme ich an. So. Jawohl. Jetzt haben wir hier aufgemacht. Was haben wir davon? Gott. Na, hier waren wir doch schon. Das hat uns ja gar nichts gebracht. Naja, okay. Immerhin, den Schrein haben wir jetzt auch auf. Den kann man dann mal bei Zeiten machen. So, und wie kommen wir jetzt an den hier? Da gucken wir mal, dass wir hier noch mal schauen, ob hier noch irgendwo ein Teleport sein könnte. Und zwar war doch hier irgendwo... Nee, nicht die Richtung, dann doch die. Wahrscheinlich. Irgendwo konnte man hier doch switchen zwischen dem Traumland. War das hier? Nee, das hier, da hinten der.
Tor der Fantasie, was? Aha. Jetzt haben wir hier auch noch eine Deko gekriegt. Einfach so. Nee. Das war's nicht. Nee, dann ist es doch der Knubbel hier vorne. Wo war er denn jetzt? Ich hab's doch gerade gesehen. Hier, komm. Hä? Hier war doch gerade noch so ein... Ach doch, hier, da. Da ist es doch. Der hier. Da können wir doch auch eine Melodie spielen, genau. So, jetzt müssen wir nach oben. So, jetzt haben wir hier geswitcht einmal. Und ist hier jetzt noch irgendwo ein Teleport übrig? Nee, auch nicht. Weil mir fehlt für die Trophäe, fehlt mir noch, ich muss hier irgendwie alle Teleports freischalten. Aber es kann natürlich auch sein, dass das Gebiet noch dazu zählt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur hier dieses grüne Gebiet. Hier sind auf jeden Fall noch ziemlich viele in der Wüste. Aber hier ist ja nichts, was mir noch fehlt. Mir fehlt halt höchstens noch hier der Schrein, aber der zählt doch wohl nicht. Aber hier scheint jetzt auch nichts zu sein. Sieht übrigens alles irgendwie ähnlich aus. Nur nicht ganz so hell. Ja, ich hatte gehofft, vielleicht gibt es hier irgendwie noch den Teleport, aber auch nicht. Naja, wir können noch mal gucken, ob wir hier diesen Schrein finden, aber ich glaube, der zählt einfach nicht dazu. Und falls doch, ja, dann halt doch. Die Frage ist, wo ist der? Der ist irgendwo unterirdisch. Nur, wie kommen wir da hin? Da hinten ist noch eine Truhe. Die können wir uns auch schnappen. Und hier wird irgendwo ein Höhleneingang sein. Die Frage ist nur, auf welcher Höhe. Und auf welcher Seite des Berges. Ah, hier ist was. Aber das ist bestimmt kein Höhleneingang, oder? Gucken wir mal. Jetzt haben wir... Oh! Oh! Oh, wie unfair! Positions. Ha! Scatter. Fly. Ride this off the side. This dance is for you. Hold the line. So, wo war der dritte Blitz? Hat sich erledigt? Okay. Naja, gut. Also nochmal. Wo waren wir stehen geblieben?
Nö. Nur ein bisschen Mora auch gut. So, aber hier war ja auch noch eine Truhe. So, liebe Leute, wer will sich mit mir anlegen hier? Positions. Allow me. Ui. Dance with the waves. Here. Polygraph, help. Rest and rebuild. Scatter. Turret, bring refuge. Positions. This dance is for you. Don't touch. So, 2 sind noch da. Einer hier und der andere. Oh, ach du Schande. Wie komme ich denn da hin? Was? Noch einer? Oh! Guten Tag! Wo kommen Sie denn her? Billowing surge. Oh no! All eyes on me. Germinate. Hi. Allow. Here. Oh, aua! Oh, das war nicht so gut. Oh je, das ist nicht gut. Okay. Okay. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt. So. Aua. Nicht gut. Dance with the waves. Mist. Oje, oje. Oje, oje, wie gemein. Positions. Germinate. Scatter. Oh nein! Oh, ich hab ihn besiegt. Oh je. Hilfe. Let me help you pack this up. Oh, das war ja jetzt mies. Ach du meine Güte.
So. Jetzt haben wir den Eingang trotzdem nicht gefunden. Aber uns eine Kiste hart erarbeitet. Immerhin. Dann würde ich jetzt nochmal hier rüber teleportieren. Keine Ahnung, wohin. Ist ja egal eigentlich. Und uns heilen. So, und damit ist die zusätzliche erkaufte Zeit auch schon wieder abgelaufen. So. Hei. Gucken wir mal, ob wir die noch irgendwie, ich glaube aber nicht, schließen können. Nee, da fehlen mir Bosswaren, beziehungsweise noch mehr als Bosswaren. Viel Collectibles. Gut, dass ich wenigstens eine auf Stufe 89 dabei hatte. Naja gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Auch wenn wir jetzt den letzten Schrein nicht gefunden haben, aber wahrscheinlich fehlt noch ganz was anderes als dieser Schrein. Ich weiß zwar nicht genau was. Wohlverdient, gute Nacht, ja danke. Danke. Dir auch eine gute Nacht. Nächster Stream, voraussichtlich, wahrscheinlich, eventuell nächste Woche Dienstag. Da spielen wir dann direkt wieder Genshin Impact, würde ich sagen. Und dann am Donnerstag Annas Quest weiter. Das wäre so zumindest mein Plan, wenn nichts dazwischen kommt. Aber ihr wisst ja, Zeitplan wird hier gepflegt. Also so Sonntag oder Montag wird dann hier auf Twitch einmal der Zeitplan aktualisiert und in meinen Discord-Channel. Und ansonsten wisst ihr ja, mein YouTube-Kanal ist hier verlinkt und mein Discord-Channel natürlich auch. So. Nun ist aber Schluss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schlaft gut, wacht erholt auf. Es ist Wochenende, liebe Leute. Freut euch, erholt euch gut. Und dann sehen wir uns hoffentlich halbwegs ausgeschlafen am Dienstag wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, meine Lieben. Ciao, ciao. First, get into position.